Alles neu. Alles neu? Jeden Tag. Das sagt doch auch der Peter Fox. Alles neu. Wie geht's dir? Gut. Sah gerade nicht so aus. Sah gerade gar nicht so aus, sah ganz anders aus. Du lügst uns an, ey. Also uns, mich und ja, ich meine. Bist du wir? Ich bin jetzt schon Bist wir. du they, them? They, them? Ach Kennst so, du nein. die Pronomen? Wenn dann they, them. They, them. Nee, bist du immer noch, was ist es? Jetzt lenk mich ab vom Thema. Nee, es geht mir gut. Ich war nur gerade am Überlegen, ob du schon eingeschaltet hast. Habe ich. Und das Summen stört mich das letzte Mal nicht. Das verletzt dich? Das letzte Mal war es nicht so, dass es keine Ahnung. Du hörst auch andere Sachen, wenn du den Podcast hörst, als ich. Ich fand's super. Du fandst es klein gut, ja? Also, ich habe es auf 3 Sachen gehört. Ich habe nichts gehört, aber vielleicht. Keine Ahnung. Ja, wenn du es immer erwähnst, dann höre ich es auch. Ja, aber mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Mhm. Wovon? Bin ich schlafen? Ich habe gestern gearbeitet und heute musste ich ja in die Schule. Mhm. Also, ich muss nicht in die Schule. Ich musste zuschauen in der Schule. Und dann bist du auch noch länger wach, als du solltest manchmal? So, dass du... Ich kann ja nicht direkt ins Bett und einschlafen. Nein, im Bett ein bisschen Unsinn konsumieren. Ja. Ja, das macht müde. Und ich merke gerade, wie das sich bei mir voll rausfiltert. Also immer weniger. Also Unsinn gucken sowieso weniger. Was aber irgendwie unumgänglich ist, sobald du bei YouTube Stories landest, so, dann merke ich das halt immer mehr so, wie, was mache ich hier eigentlich so? Warum mache ich das eigentlich? Dopamin sammeln. Habe ich gestern wirklich gespürt, wie das so Ablenken vom, sei doch mal in Frieden, guck mal, was die Stille ist, nee, und auf einmal sagt es mir so, Stille sprach zu mir so, sagte, bist du dumm? Ich dachte mir so, ja klar, aber wissen müssen wir doch schon länger. Dann fragte sie mich, hörst du irgendwann noch auf mit? Ich dachte, ja, aber das wissen wir auch schon länger. Das war aufhörst. Ja, bei mir ist das Instagram. Von Video zu Video. Ja, aber ich kann ja auch nach der Arbeit, ich bin um 11 zu Hause und dann direkt schlafen. Liege ich im Bett und gucke noch irgendwas. Aber so spät habe ich Sport. Kommt der Schweizer durch mit mir. Ja, warum redest du überhaupt nicht Schweizerdeutsch? Ich kann nicht mit dir Schweizerdeutsch reden. Ich fände es auch komisch. Dann musste das KI noch mehr übersetzen. Ja, stimmt, das wäre ein Problem. Obwohl, die macht das mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Ja, aber manchmal kann sie es auch nicht so gut. Ich fände es ein bisschen schräg, dass wir unterschiedlich reden. Aber du könntest auch Schweizerdeutsch reden. Nee, komm jetzt. Auf gar keinen Fall. Komm. Ihr könnt Berliner, wenn du willst. Ja, nee. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sprichst du dann Schweizerdeutsch. Bitte gebe ich auf. Ich habe ja damals wegen einer Freundin mit den Berlinern wie aufgehört. Das war noch nicht mal eine Freundin, von der wollte ich was. Und da bin ich ans Telefon. Ja, was ist denn halt gesagt so? Und da hat sich voll kaputt gelacht mit ihrer Freundin so am Telefon. Das waren noch die Zeiten, wo dann Freundinnen gemeinsam angerufen haben, um dann über den Schwarm sich da wie lustig zu machen. Und ich bin daher bei sowas, bin ich ja gar nicht gut drin so. Ich kenne mich nicht mit doch mittlerweile schon, weil es ist mir egal. Aber jedenfalls habe ich dann tatsächlich aufgehört zu Berlinern. Wie alt warst du da? Das mit einer Freundin. 11, 12, ich habe so? gedacht, weil Erwachsenen rufst du ja nicht gemeinsam. Ja, nee, Quatsch, aber ich habe nie gemeinsam mit einer Freundin bei einem Schwarm angerufen, um mich darüber lustig zu machen. Nee, höchstens so als moralische Unterstützung. Weil du hast ja unglaublich Angst anzurufen. Und dann heißt es am Telefon. Aber früher musste es ja anrufen, waren noch die Eltern am Telefon. Da musstest du noch freundlich nach demjenigen fragen. Guten Tag, hier ist die Dolores, ist der Peter da? Oh Gott, das war immer das Schlimmste. Am besten war, wenn der direkt abgenommen hat. Ja. Kann ich nicht mitreden, ich habe nie angerufen. Du hast nie angerufen? Du bist nicht der Aufreißer, ha? Nee. Du lässt dich aufreißen. Weiß nicht, manche sagen, ich bin immer noch ein geschlossenes Ding. Verschlossen. Ja, heute kannst du einfach schreiben. Wie schreiben? Ach so, ja. Ja, heute ruft ja niemand mehr an. Funktioniert noch schlimmer. Hä? Funktioniert auch nicht. Nicht wirklich gut für mich. Nicht? Nein. Ich finde es einfacher.
jemandem zu schreiben, als wenn ich jemanden nicht kenne und dann anzurufen. Ja. Ich hatte mal die Idee nach so einem Tinder-Podcast. Ja. Ich finde das erstaunlich, wie man mit Leuten nicht in Kontakt kommen kann oder wie Leute einen schon ablehnen, bevor sie überhaupt 3 Sätze mit ihm am Telefon gewechselt haben. Das finde ich sowieso seltsam, so wie Menschen sich kennenlernen wollen und dann am besten doch nicht kommunizieren oder sofort im ersten Moment alle Traumata, die sie mit irgendwelchen Beziehungen erlebt haben, direkt auf die Person projizieren, ohne dass, also allein dieses so, deine Art Hallo zu sagen hat mir nicht gefallen, deswegen ciao. So. Ja, die schnelle Schubladisierung. Zack, 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 das passt nicht. So die Standardfragen abzuarbeiten. Ja, es geht schnell. Ja, einmal habe ich geschrieben, hallo, da kam zurück, was ist denn das für ein Opener? Oh, wow. Muss ich jetzt da abliefern? Man kann doch einfach, wenn ich hier irgendwo hingehe und jemanden kenne, sage ich auch hallo, dann komme ich ja nicht mit einem blöden Witz um die Ecke, obwohl wird auch passen zu mir. Ein dummen Spruch. Ich mache die mal ein bisschen heller. Ein bisschen weniger rot. Du sagst, ich bin heute rot. Gut durchblutet. Ich habe ja heiß. Ja, das ist so. Man muss kreativ sein, sonst lust man ab. Ja. Wie reißt denn du Frauen auf, wenn du sie nicht ansprichst? Mich hast du hast du ja schon gesagt. So. Ja, gut, nee, das sind so Momente, ich weiß nicht, ob es eine geistige Umnachtung ist oder doch irgendeine Klarheit. Jedenfalls bin da nicht ich das, sondern es passiert irgendwie. Muss da eine höhere Macht sein oder so, keine Ahnung. Nee, ehrlich, das ist so. Ich bin sowieso der Meinung, so mit diesem Mann-Frau-Ding, da läuft was wie total falsch. Also ich finde es schwierig, dass das so hier etabliert ist, dass der Mann von Anfang bis Ende, also bis sie das Jahr, also bis sie, naja, ich finde, das ist eine Frau. Letzten Endes ist sie diejenige, die einen dann auch wie in sich lässt, sage ich mal, wirklich direkt auf den Punkt gekommen, jetzt darum geht letzten Endes, oder bei einer Ehe, Kinder, alles so, finde ich, sollte es eigentlich ausreichen, wenn der Mann Interesse zeigt und wenn die Frau sagt, okay, ich finde das gut, dann sollte das bei ihr sein. Also wenn ein Mann da kommt und dann da die Frau zum einen manchmal Bedingungen stellt, er müsste mich so und so erobern, dann denke ich, ja, was bist du? Bist du ein Schlachtfeld oder wie? Du bist eine Ressource, um die es geht, so. Finde ich total seltsam. Also deswegen mit dem Aufreißen so, nee, das ist so billig, habe ich noch keine betrachtet, dass ich sage, so, cool, die reiße ich jetzt auf. So. Also das ist, muss ich überlegen, habe ich wirklich keine Ahnung, reden wir was. Jemanden aufgerissen. Ja, wie soll es denn sonst sein, dass er kommt und dann zeigt er sich im V, guck mich an, willst du mich oder ja oder nein? Ganz genau so. Aber ist es nicht so? Guck. Ja, du willst auch noch was sagen. Ja, es ist ein Mädel. Willst du auch noch etwas dazu sagen? Sie ist halt auch bald so weit. Ja. Und will dann aufgerissen werden. Und dann siehst du ja, wie das ist. So, ja, ne? Die will dann kurz, aber die will noch ganz kurz aufgerissen werden. Die gehen raus auf die Straße, rufen, bitte, kann nicht jemand jetzt... Das stimmt. Das machen sie. Die laufen draußen rum und mauzen. Ich hatte mal eine Katze, die war Oleg. Die hat mich so genervt, weil wenn sie sie gestreichelt hat, hat sie gesagt, ach ja. Und da war niemand. Und dann hat sie sich auf die Straße gelegt. So wirst du gefressen. Wenn der Fuchs oder der Wolf kommt, der frisst dich gleich. Und dann war draußen ein Kater, dann habe ich sie genommen und rausgestellt, da, geh mal. Danach war sie schwanger. Die hat so genervt. Oh Gott. Ja, jetzt will sie in den Schrank. Was hast du da drin? Die will da rein. Da ganz viel Zeugs. Alles Mögliche, was irgendwie ja. von Kinderzeug, so Stifte und Kartons zum Basteln und Bücher und Technikzeugs, alles ist da drin. Guck mal, bist du hübsch? Ja, heute ist so ein bisschen stiller. Wo? Hier bei dir? Nein. Ich bin heute so, aber ich habe heute aufgewacht, jedes Zimmer durch. Die habe ich jetzt nicht putzen können, aber bis auf Staubwischen habe ich so irgendwie alles gemacht. Das heißt, die Energie ist eigentlich da.
Aber trotzdem war nicht total interessant, dass da wie so eine Stille war, aber mit so einer Wehmut. Und ich frage mich ja nicht immer, ich frage mich dann halt so, Mama, ich habe eigentlich gar kein Problem. Warum ist denn das jetzt so? Warum fühle ich mich jetzt so? Wo ich dann merke, so, man geht ja nicht immer gleich auf Leute zu. Man ist nicht immer gleich offen verfügbar. Das ändert sich. Und ich denke nicht, dass die Gründe in der Person liegen. Manche gehen halt so weit, so psychologisch und dies und das. So, Alter, ich habe nur so einen Tag. Und das habe ich dann halt auch gemerkt, so wie das ist mit so Tage haben. Ich habe mir dann irgendwann, ich habe mich ja, weiß ja, über Jahre jetzt mit Astrologie und Human Design und sowas beschäftigt, aber nicht im Sinne von mal gucken, was das Ich so, wie ich mein Ich dann selbst so in das richtige Licht drücke. Nee, sondern ich sehe halt, wie sozusagen die, schade, dass man sie nicht sieht. Die zieht uns jetzt in den Saft raus, die will nicht. Ist da ein Haargummi? Nee, das Stromkabel. Die will nicht, dass wir labern, die findet das doof. Die hat nicht geguckt, die hat es nicht gesehen. Ist das jetzt so ein Frauending, so die dieses Mutmaßen, was jemand anderes denkt? Ich gehe jetzt einfach, sie ist so destruktiv gegenüber dem Strom, also will sie. Ist kein Frauending, das machen Männer auch so. Ja. Ich sehe ihren Schwanz, sie spielt mit ihrem Schwanz. Süß. Ja. Vielleicht ist das heute der kürzeste Podcast, den wir gemacht haben. Ist auch okay. Ja. Und jetzt, was ist mit deiner Energie? Ich wollte es auf eine Sache bringen, die ich dann heute mal mir angeschaut habe. Das ist so ein bisschen wie auch Verbindung zum Thema letztens gewesen. Jetzt war ein doofer Einstieg für die ganze Sache, aber ich mache es mal trotzdem, jetzt ziehe ich das mal durch. Ging ja darum, so beim letzten Mal, zumindest was ich dann mit reingebracht habe, so wie, was Liebe ist, das sollte man vielleicht erstmal grundsätzlich nochmal, so, es soll ja ein Podcast um Liebe sein, aber noch haben wir haben da und da ein paar tolle Sachen gesagt, aber was wirklich Liebe, tolle Sachen, auch nicht tolle Sachen, oder ist ja egal. Alles ist wunderbar, was wir gesagt haben, ist toll, super. Wir sind toll. Du musst das positiv anschauen. Ist alles subjektiv. Also mal ganz objektiv gesehen, dieses ganze, du musst jetzt selbst subjektiv mal ein objektives Urteil über dich fällen, damit du dich dann selber motivierst. So, das ist ja wie, als würde ich mich an den Haaren packen und selbst irgendwie aus dem Dreck rausziehen. Ja, manchmal musst du das ja auch. Du musst dich selber aus dem Dreck ziehen. Das ist halt so die Sache, ne? Diese täglichen Veränderungen, wo die Stimmung einfach nicht so ist, dann ist man ja auch nicht der gewesen, der sich selbst in den Dreck reingebracht hat. Und dann fängt man an, sich da rauszuziehen. Vielleicht ist es aber auch einfach etwas, was man erfahren muss, was man durchleben muss. Sozusagen, also das ist ja dieses ständig Hypen, ständig Druck machen, um sich gut zu fühlen oder happy zu sein oder so. Das ist ja narzisstisch und schizophren und neurotisch. Also sich so laufend mit sich selbst zu beschäftigen, macht doch unzufrieden. Also du kannst ja gar nicht dich auf jemanden einlassen, wenn du ständig mit dir selbst beschäftigt bist. Das ist so. Das ist ja wieder Ausschlusskriterium für eine liebende Beziehung. Deswegen habe ich halt gemerkt, so, hey, heute ist ein bisschen anders. Warum ist das so? Vor ein paar Stunden noch in der Nacht so war das ganz anders, weil ich mich halt anders gefühlt, so im Vergleich jetzt gut gefühlt. Nicht, dass ich mich schlecht gefühlt hätte, aber es war so wie, was ist denn los so? Und dann habe ich diesen Input gehabt, so, schau doch mal nach, wo heute die Planeten stehen. Und weißt du, Astrologie hat mich schon längere Zeit jetzt fasziniert und hat Liebe zur Astrologie und Astronomie oder zum Universum ein andermal. Aber auf jeden Fall habe ich mir das angeschaut, so, wo ist denn heute die Sonne? Die steht ja im Schützen gerade, im Zeichen des Schützen. Ja. Und bei 8 Grad, 7, irgendwas. Und da heißt es, das Grundthema, jetzt hör aber zu und hör auf, ständig abzulenken. Ja, die Katze ja, was die Katze? Ja, die hat mich gehauen. Nee, ist jetzt nicht ja, so präventiv, so hör zu. Nein, wenn ich was... Es geht mich ich höre dir trotzdem länger zu, auch wenn mich die Katze ablenkt. Die setze ich jetzt da hinten hin, dann ist alles gut. Fällt runter, gut. Die karge Mondlandschaft unter schwarzem Himmel. Die Erde ist nicht sichtbar. So, die Grundstimmung. Okay. Wenn Chaos auf harte, schwere Frequenzen trifft, steht uns eine äußerst schwierige Reise bevor. Die Stimmung ist deprimierend und von Angst geprägt. Jo, was geht denn? Da ist Brot drin im Brotkasten. Dein Lieblingsbrot. Butter habe ich auch, alles da.
Also, die Stimmung ist deprimierend und von Angst geprägt. Und das war tatsächlich so wie das so, scheiße, warum beschäftige ich jetzt mit mir? Also, das war doch kam so auf einmal. Die Energien sind chaotisch und beinahe willkürlich. Daraus entsteht eine unterschwellige Strömung, eine heimtückische Sogwirkung. Alles scheint hoffnungslos. Keine Besserung ist in Sicht. Mitten in diesem Dilemma entsteht ein Impuls für die Zukunft, der sich in eine von zwei Richtungen entwickeln kann. Entweder verdammst du dich selbst zu düsterem und trostlosem Terrain als eine Art Selbstbestrafung. Ja. Nochmal. Entweder verdammst du dich selbst zu düsterem und trostlosem Terrain als eine Art Selbstbestrafung für deine große Entfernung, oder du bereitest den Weg für einen Wandel deines Herzens hin zu Mitgefühl und Vergebung, selbst für deine größten Schwächen. Wieder Selbstbild. Ne? Liebe zu sich selbst, wie wichtig das ist. Hast du ja dann auch gesagt. Alles hängt davon ab, ob du ein spirituelles Licht der Erlösung für das Schlimmste zulassen kannst oder ob du dich bereits entschieden hast und eine weitere Runde der völligen Entbehrung für denjenigen bevorsteht, der verloren ist und keinen Ausweg mehr sieht. Das heißt, bis du Licht in diese schreckliche Dunkelheit lässt und radikal von deiner wertenden Haltung ablässt. Das ist für heute. Das ist für heute und klingt fast schon wie so eine Zusammenfassung von letzter Woche. Von letzter Woche? Zumindest was ich dann wie es bei dir war. Als Gefühl so hatte. Nee, okay. Vorletzte Woche in unserem Podcast. Aha, okay. Aber es hört sich sehr düster an. Wofür hast du dich jetzt entschieden? Für welchen Weg? Auf welchem bist du? Ich mache ja so Entscheidungen sowieso wieder mit Gewalt da irgendwie was zu brechen. Na klar, Licht und Liebe und Frieden, das soll es sein. Ne? Und ich brauche das nicht, dieses noch eine Runde mit sich selbst kämpfen und wieder die Schwierigkeiten und wieder die gleichen Probleme in den Beziehungen. Das wiederholt sich ja alles, karmisch. Ne? Und das habe ich halt gemerkt, so dass so astrologisch sozusagen die Stimmungen, also klar ist jedes Jahr anders und auch jeder Tag ist anders. Aber die Dinge wiederholen sich ja. Ansonsten, wenn das so nicht wäre, würden Pflanzen keine Früchte tragen können. Von Jahr zu Jahr wieder aufs Neue. Dann ist schon klar, dass das wie, Alter, ich will ein liebender Mensch sein. Ich will frei von dem sein, dieses Festhalten an. Ne, das ist so, fand ich so total interessant, weil ich in den letzten Wochen halt immer wieder, also was heißt letzten Wochen, sagen wir ehrlich, die letzten 40 Jahre eigentlich immer wieder gemerkt habe, so, Mann, das ist so, wie jetzt loslassen? Ja, was? Ja, habe ich doch. Und dann, nee, hast du nicht, weil dann kommt es halt wieder. Das Entscheidende, so laut dem jetzt, Vergebung und sich selbst wie? Man muss jetzt nicht Wort für Wort dran hängen, aber alles hängt davon ab, ob du ein spirituelles Licht der Erlösung für das Schlimmste zulassen kannst. Ja, aber es ist ja auch wie normal, dass man ja, auch wenn man gewisse Verhaltensweisen loslässt und sagt, ich bin jetzt so, das kommt ja immer wieder zurück, vielleicht in einer abgeschwächten Form. Und ich glaube, gewisse Sachen, das haben wir ja mal auch ein Gespräch gehabt, man muss ja auch gewissen Sachen vergeben. Sagen wir, gewissen Verletzungen und gewissen Menschen, die dir verletzt haben, musst du ja vergeben, dass du weiterkommst. Auch wenn du vielleicht die Situation nicht geklärt hast oder nicht klären kannst, musst du ja wie sagen, okay, ich vergebe dieser Person, weil sonst findest du ja keinen Frieden damit. Und ich glaube, das ist ja wie, so, das gehört ja zum Leben dazu. Ich meine, ich habe auch Themen, die ich bearbeite, wo ich immer wieder denen begegne, mich wieder damit auseinandersetze, dann sind sie wieder weg, aber es kommt ja wieder und ich glaube, das ist ja ein Prozess, um das irgendwann ganz hinter sich zu lassen. Man kann ja nicht sagen, ich entscheide mich jetzt, ich habe keine Probleme mehr und ich fühle mich wunderbar für immer. Das ist ja schön und gut. Und das wäre sehr schön, aber ist nicht so. Das ist ja gar nicht mal so schwer sogar. Aber was ich wirklich blöd finde bei uns Menschen, dass, okay, ich habe meine Themen für mich geklärt, die Person soll trotzdem wegbleiben. Also, dass man sozusagen diese eigene Entwicklung, die man durchgeht, wo man lernt,
sich selbst zu vergeben, aufgrund dessen, was man früher machte, wo man dann selber natürlich in seinem eigenen Leben für alles verantwortlich ist, dass man die Situation, wo man mit anderen Konflikt hatte, dann trotzdem an der anderen Person festmacht und dann sagt, nee, du kommst mir nicht mehr ins Leben, obwohl ich durch dich gelernt habe, meine Sachen loszulassen. Also das finde ich total traurig, weil das ist dann wieder auch der Grund, dass Leute sagen, vor 3000 Jahren habt ihr uns das angetan und jetzt tun wir euch das Gleiche an, so total unnötig so, weißt du, so sich selbst vergeben, schön und gut, ja, dann bist du für dich alleine glücklich und froh, aber sobald du dann die Person in dein Leben wieder tritt, mit der du damals was hattest, zeigst du wieder deine hässliche und hassende Seite so. Das verstehe ich nicht, warum das so nicht gesehen wird, dass, ja, schön, Frieden kannst du für dich selber machen, aber Frieden hast du erst, wenn du das dann in live mit der anderen Person halt auch machen kannst. Weil sonst bist du ja nicht gewachsen. Das ist ja wieder so ein Ausweichen von der Konfrontation damit, ob du wirklich drüber gewachsen bist. So. Ja, aber ich glaube, was meinst du denn, die Person in dein Leben lassen, um wieder, dass sie ein Bestandteil deines Lebens ist, oder mit ihr die Situation zu klären? Weil ich glaube, wenn du einen Mensch hast, der dich immer verletzt hat, dein ganzes Leben, sagen wir jetzt ein Elternteil, und du dich mit dem brichst, weil du das nicht mehr aushältst, für dich aber sagst, ich vergebe dieser Person, aber ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Ich finde, das ist ein legitimer Grund, wenn man sagt, jemand verletzt dich, vielleicht ganz tief, dass man vielleicht sagt, ich vergebe dieser Person, aber ich grenze mich davon ab und möchte diese nicht mehr in meinem Leben haben. Ich möchte diese Verletzungen nicht wieder erleiden, weil die Person, auch wenn du dich vielleicht reflektierst und veränderst, heißt ja nicht, dass die andere Person sich verändert hat. Und das bedingt ja die Gefahr, dass die Person wieder die gleichen Verletzungen zurückbringt oder neue Verletzungen macht, weil sonst müsste es bedingen, dass die andere Person sich auch verändert hat und die Einsicht hat. Einsicht, genau. Das müsste man ja eigentlich wieder überprüfen. Wenn man jetzt dann sagt, okay, hey, du weißt, wir haben so viele Konflikte gehabt miteinander. Du siehst, ich bin sauer gewesen, traurig gewesen, habe mich geärgert, wir haben uns gestritten. Ich für meinen Teil habe jetzt eigentlich gesehen, so, weißt du was, ich habe was gelernt. Ich werde in diesen Sachen, ich bin dir nicht böse, ich liebe dich, aber kommt ja von Macht. Ich habe nicht die Macht, mit dir zu sein, so sieht das aus. An dem Punkt mal Pause, dann könnte auch die andere Person sagen, oh ja, ich sehe das, verstehe und ich mache das nicht mehr. Diese Chance muss es ja geben, dass man wirklich dann miteinander Frieden macht. Ansonsten ist es ja nur, du geh deinen Weg, ich gehe meinen Weg, aber an ganz schlechten Tagen werde ich wieder über dich schlecht denken und schlecht reden. Ja. Also, weißt du, wenn man jetzt selber sieht, oh, ich kann drüber hinwegwachsen, das aber mit der anderen Person nochmal abzugleichen, braucht ja auch eine gewisse Größe. Ja. Aber da muss man schon von der Intelligenz der anderen Menschen auch ausgehen können, dass sie die emotionale Größe, Stärke haben, dieser Konfrontation wie standzuhalten. Ja. Aber das ist doch eine Sache, die wäre doch wünschenswert, dass wir da nochmal drüber sagen, okay, es gab den Ärger, aber weißt du so, sonst funktioniert es so als liebender Mensch dann schon wieder nicht. Ja, aber ich glaube, das kannst du bis zu einem Punkt machen, wo vielleicht die Verletzungen auch nicht so schlimm waren. Oder, ja, aber jetzt stell dir mal vor, ich sage mal, du wurdest von jemandem missbraucht, geschlagen, weggesperrt. Gibt es ja auch. Ganz viele Menschen erleben das, dass sie zutiefst verletzt und auf einer Ebene verletzt werden, die nicht okay ist. Und diese Person, sagst du im Umkehrschluss, müsste es soweit offen sein, diese Person wieder mindestens ins Leben zu lassen, eine Chance zu geben, sich zu beweisen? Nein, nicht sich zu beweisen und eine Chance geben. Überhaupt nicht, weil das ist ja schon eine Vorbedingung. So. Ja. Das kann ja gar nicht gut kommen, wenn ich aus einer Perspektive da reinkomme und sage so, du bist auf Probe jetzt hier. So funktioniert das ja nicht. Ja, aber ich glaube, es ist ja wie, ich finde es legitim, einen Menschen auch zu sagen, ja, für mich, ich habe das erledigt, ich habe das für mich reflektiert, bearbeitet. Ich habe dir vergeben, was du gemacht hast, auch wenn du nicht um Verzeihung bittest. Aber ich möchte dich nicht in meinem Leben haben. Ich möchte dir auch nicht diese Chance geben, in meinem Leben zu sein. Was ist, wenn diese Person tatsächlich anders ist? Tatsächlich jetzt so, und vor allem du sagst jetzt Familienbeziehung, war dein Beispiel. Wenn die Person tatsächlich merkt so, Mann, Alter, das ist unnötig gewesen, ich liebe die Person doch eigentlich.
Wirklich so. Ich habe gesehen, mein Ärger kommt von da und da. Die war wie nur eine Projektionsfläche, um für mich das wie loszuwerden. Warum muss da was dazwischen stehen? Was ist das? Also was da wie... Das ist doch ein Groll. Das ist doch... Also da kannst du trotzdem sagen, oh ja, ich habe vergeben und es ist alles heil. Nee, weil du schließt ja wieder was aus. Ja, aber ich finde, bis zu gewissen Punkten ist das auch völlig okay. Wie wäre es für dich, wenn, sag mal, du hattest eine Begegnung, vielleicht als Kind, irgendjemand hat deine Grenzen nicht geachtet und dich missbraucht? Ja, kann man sich denken, was da darunter zu verstehen ist. Und dann sagt jemand, ja, aber du musst dieser Person vergeben und du musst sie auch wieder in dein Leben lassen, du musst ihr die Chance geben, wieder in dein Leben zu kommen. Wie wäre das für dich? Kannst du dich in das hineinversetzen? Ehrlich gesagt nicht wirklich, nein, weil astrologisch bin ich auch so, und für mich ist jeder Tag neu und in jeder Beziehung, ich kann mich jetzt riesig mit dir streiten und nachher kommen wir wieder, ey, komm, wir wissen auch, dass es, weißt du, mit jedem Menschen so, egal was das eigentlich ist, weil ich weiß, dass wenn wir uns wirklich, wirklich gegenseitig wehtun, wenn wir mal hinschauen, dann merken wir, wie wir uns selber damit wehgetan haben. Das ist eine Situation, also wenn jemand tatsächlich so böse ist, dass der wirklich anderen nur schaden möchte. Und ich habe das erlebt. Ganz grausam, mag ich gar nicht erzählen. Ja und? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Tag und ständig davon beeinflusst bin. Ich habe ja mehr Zeiten, wo ich das gar nicht bewusst mit mir trage. Also ich muss ja extra einen Aufwand betreiben oder es muss so ein Tag wie heute kommen, der eine bestimmte Stimmung hat, wo ich dann da wieder dran erinnert werde. Aber ich kann doch daran nicht festmachen, dass mein Charakter jetzt so ist, dass ich das nicht... jetzt bin ich wieder so... Ich merke das ja, klar, es kommt auf und ich kann dann wieder sauer sein und traurig und wütend und wieder alles drauf projizieren. Aber das schaffe ich ja noch nicht mal 5 Stunden am Stück zu machen. So eine negative... Das geht ja gar nicht, sich so bösartig, so sehr auf Bösartigkeit zu konzentrieren. Obwohl jetzt überlege ich gerade so... Vielleicht wenn man das mal versucht, sich so lange auf jemanden einzuschießen, der so böse ist. Ich bin mir sicher, dass man dann herauskriegt, was bei der Person eigentlich abgelaufen ist, dass die so geworden ist. Weißt du, wenn jemand wirklich bösartig ist, dass du ihn anschaust und fühlst und so in dir, aber gar nicht wohl, dass es um dich geht, um deine Verletzung, sondern du guckst einfach nur das Ding an. Ich glaube, dann kannst du irgendwann gar nicht mehr böse sein auf die Person. Weil du dann sie verstehst, warum sie das gemacht hat. Ja, aber ich glaube, weißt du, das Böse sein oder das Verstehen oder das Vergeben ist ja eine Sache. Aber die Grenze zu überwinden und diese Person, wenn sie wollen würde, wieder in dein Leben zu treten, ich glaube nicht, dass ich denke, wenn das so lapidare Probleme, ja, du hast mich damals verletzt und jetzt möchte ich habe dir zwar vergeben, aber ich möchte dich nicht, ich gebe dir keine Chance. Ich glaube, es kommt ja immer darauf an, wie stark die Verletzung ist. Aber ich glaube, in gewisse Situationen oder gewisse Beziehungen, denke ich, ist es legitim, dass man zwar sagen kann, ich habe das bearbeitet und vergeben, aber ich möchte nicht. Und ich möchte auch nicht in die Auseinandersetzung mit dir darüber gehen. Es geht ja um das, dass man die Auseinandersetzung hat mit der anderen Person und vielleicht auch darüber reden kann, um die Chance zu geben. Aber ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen, dass das so ist oder dass man das sollte. Ich glaube, das eine ist das so überhebliche, ich habe bei mir aufgeräumt. Ich weiß ja, meine Mutter hat ja ganz viele Sachen von der Kindheit gehabt und wollte dann mal mit der Mutter darüber reden, was da alles passiert ist. Und dann hat meine Großmutter gesagt, weißt du, Gott hat mir vergeben, ich muss da jetzt nicht mehr darüber reden. So cool. Sehr schön. Also sie wollte eigentlich in den Austausch gehen mit dir und Fragen stellen. Nicht, dass sie anklagen wollte, aber einfach wissen, wieso hast du damals so gehandelt? Und sie hat dann einfach sich die Absolution erteilt und gesagt, ja Gott, Jesus hat mir vergeben, also muss ich auch nicht mit dir darüber reden. Ziehst du dich dann aus der Verantwortung? Ja, bisher immer noch nicht in der Lage, darüber zu reden. Das heißt, du bist immer noch nicht wirklich drüber gewachsen. Weil ich glaube, wenn man über eine Sache wächst, dann kannst du darüber reden. Dann kannst du, es geht ja um Erklärungen und dann kannst du ja auch hinstehen und sagen,
tut mir leid, ich habe da falsch gehandelt, ich hätte das nicht tun sollen, tut mir leid. Ja. So einfach. Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass das möglich ist, wenn jetzt das Beispiel Eheschließung. Hey, ich frage mich, wie viele Ehen es in manchen Kulturen dieser Welt gibt, die als Folge einer Vergewaltigung sozusagen entstanden sind. So, oh, ich will die Frau haben, ich nehme sie, sozusagen Entehrung, und danach kann sie nicht zurück ins Elternhaus so und bleibt dann halt mit denen. Ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas irgendwann tatsächlich, wenn man jahrelang miteinander macht und tut, dass man irgendwann merkt so eigentlich so, das muss doch wie auch verschwinden können. Und ich glaube, das geht. Ich glaube, dass das ein Zug von Menschen sein kann, sich nicht immer an die eigene Verletzung zu halten und ständig zu gucken, was einem passiert ist. Weil das muss ja passieren, damit ich wirklich echten Frieden habe. Und nicht so zeitweise jetzt mal so. Also ich will doch, dass die Probleme, die ich habe, nicht mehr auftauchen. Und nicht, dass ich sie jetzt eine Zeit lang nicht habe. So. Scheiße, mein Leben ist, kann ich jetzt ein Beispiel sagen, oh, mein Leben ist total scheiße, ich bin sauer wegen dem und dem, die hat mir das und das angetan, so, und ich möchte das für einige Zeit loswerden. Sagt doch niemand. Ist doch Quatsch. Man will es ja wirklich loswerden. Ja. Ich will dieses Zeichen loswerden. Willst du das Zeichen loswerden? Ja. Okay. Wie tust du das überpinseln? Total doof, dass das nicht jetzt mit der App funktioniert. Ja. Ja, aber ich glaube, wenn du sagst, ja, jemand wurde vergewaltigt und dann hast du geheiratet. Ich glaube, in Italien war das so, oder irgendwo in einem Land war das früher so, dass man, wenn man eine Frau vergewaltigt hat und sie einen dann geheiratet hat, ist man straffrei davon gekommen. Und da gab es ja eine Frau, die hat sich ja geweigert. Das ist in ganz Europa, ist das so gewesen. Habe ich letztens irgendwo gelesen. Also, aber ich glaube nicht, dass eine Ehe, die auf solch einer Basis startet und du sozusagen gezwungen wirst, oder er zwingt dich zu heiraten, weil er hat ja das gemacht, ob du dann wirklich ich glaube, das ist dann ein Überleben. Ich glaube, du versteckst das vielleicht, damit du nicht zugrunde gehst. Weil du bist ja in so einem Zwang dann drin. Es hat ja schon sehr destruktiv angefangen. Und ich glaube nicht, dass du in so einer Beziehung deinen Frieden finden kannst. Also da musst du dich ja wirklich so von dir abkapseln, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob es ein Abkapseln ist oder dass andere Prioritäten auf einmal kommen. Wenn du zum Beispiel dann jetzt aus der Perspektive der Frau, wenn du dann halt auch schwanger geworden bist und dann 1, 2 Kinder hast, so, und dann kümmerst dich um die Kinder, der Mann kommt von der Arbeit, klar musst du auch essen, hast du Essen gemacht, so und da und so, und dann fragst du irgendwann so, sagst du, ja nee, lass mal bitte die Sendung, schalt mal nicht um, und dann lässt er die Sendung. Und irgendwie also da tritt ja auch etwas wie eine Normalität ein. Also man kann ja nicht ständig diese Wut und Aggression und Ablehnung, die kann man ja nicht aufrechterhalten. Also ich finde zu sagen, lass die mal ewig leben und er vergewaltigt sie nicht mehr. Was passiert denn da in der Ewigkeit? Was passiert denn 100 Jahre später, 1000 Jahre später? Was passiert denn? Weil dann ist es ja wieder nur eine Sache, die wie einmalig passierte. Und ich finde, dass es so klar ist, wenn jemand da kommt und immer wieder den gleichen Mist macht, dann musst du es weg, dann kannst du das auch da will ich gar nicht drüber reden. Also ich bin jetzt keiner, der sagen würde, du sollst als Frau in einer Situation bleiben, wo du schlecht behandelt wirst. Sollst du nicht. Man sollte erst mal gucken, auch dass der Mann überhaupt gar nicht mehr sowas macht. Oder auch andersherum. Gibt es ja auch. Aber jetzt ist das ja nicht aktiv bei mir im Leben, nicht bei dir, sondern wir sind ja jetzt gerade frei von jeglichen Dingen, die früher passiert sind, die wir als Traumata hatten. Und trotzdem merken wir an manchen Tagen, Mensch, ich bin nicht frei. Ich kann nicht einfach, muss doch nicht sein. Aber trotzdem holt sich es immer wieder ein. Das, was du sagst, dass man dann irgendwann mit dem Abschließen immer wieder. Ich glaube nicht, dass das immer wieder. Ich sage, dass es jetzt so ist. Ich glaube, das ist unbewusst normal. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt. Vielleicht bekommst du auch irgendwann einen Punkt, wo du das so verarbeitet hast, dass es nicht mehr kommt. Aber ich glaube, es gehört so zum Menschsein dazu, dass ein immer wieder gewisse, wieso auch immer, ist das, weil irgendwo dich etwas verfolgt, ist es auch biologisch. Ich habe auch Momente, wo ich
wo ich irgendwo sitze und denke, ganz nervös werde und denke, ich habe irgendetwas vergessen, irgendetwas ist und das ist nichts. Aber kommt auf einmal auf einmal so eine innere Unruhe. Ich habe dann herausgefunden, das hat mit ADHS zu tun bei mir. Das kommt also, dass man da so inner getrieben ist und dann denkt man, irgendetwas muss ich doch noch machen. Aber nein, es ist alles gut, es ist alles geputzt, alles aufgeräumt, die Kinder sind versorgt, ich muss nicht arbeiten, ich kann jetzt einfach hier liegen und nichts machen. Und ich hatte das immer wieder. Dein Waschbecken. Doch, habe ich geputzt gestern. Aber ich musste daran denken. Aber so Momente, wo ich auch gesagt, wie so angeworfen, auf einmal so zack. Und dann dachte ich, was ist jetzt da los? Und das hatte ich lang. Und jetzt, wo ich weiß, worum es geht, habe ich es weniger, lustigerweise. Oder ich kann vielleicht besser damit umgehen. Leuchtest du mich noch ein bisschen? Ja, total doof. Der Schatten der Kamera machst du mich noch auf ein bisschen deinem Pulli, rot, aber jetzt ist es okay. Genau, ja, aber ich glaube, ja, manchmal, ja, vielleicht, aber der Mensch hat, ich glaube, auch die Tendenz dazu, nicht immer. Oder was ist denn los? Schade, dass es so dunkel geworden ist. Jetzt hast du mich vorhin angeblafft, weil ich nicht zugehört habe, und jetzt guckst du, wenn ich rede, zum Fenster raus. Hast du recht. Ich mache das Licht nachher. Ich konnte ja nicht wissen, dass das so bewölkt jetzt noch wird. Meine Güte, zuerst sagst du, ich soll still sein und jetzt hellen das. Seite jetzt. Man muss von der dunklen Seite filmen. Komm auf die dunkle Seite der Macht oder so. Ja, das ist so, weißt du, wirklich. Jetzt, Analogie von Licht zur Liebe. Ja, erzähl mal. Wenn du eine Kamera machst, wenn du jemanden ins rechte Licht setzen möchtest, ja, dann stellst du die Kamera auf die dunklere Seite, nicht auf die hellere Seite. Wenn du jemanden aus der dunklen Seite heraus betrachten kannst und trotzdem da friedlich den nur anschaust und das einfach mal nicht sagst, das musste anders sein, sondern du bist dir bewusst, okay, du schaust dir von der dunklen Seite dieser Person aus diese Person an. Oder jetzt von dir selbst aus. Du bist auf der dunklen Seite und guckst es dir an, bleibst dort. Mhm. Dann fängst du irgendwann an, trotzdem die Schönheit dieser Person zu sehen. Das ist ja das Irre bei Licht. Also Dunkelheit ist ja genauso Licht wie Licht. Es gibt ja nicht die Abwesenheit von Licht. Gibt es in diesem Universum ja gar nicht. Selbst wenn ich ein schwarzes Loch sage, ist das ein Kreis von Licht um etwas, was ich nicht sehen kann. Der klaut ja Licht, der saugt das Licht ja ein. Ja, das ist eine Theorie. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Gehen wir mal gucken, fliegen wir mal hoch. Wird nicht zu einem sich ständig ausbreitenden Universum passen. Aber egal. Ja. Nein, wo wolltest du hin? Ich wollte jetzt was machen. Es ist total, ich brauche Fernbedienung für alles. Ich mache das on the run. Nein, das ist so mein... Ich wackel nur rum und du stehst dafür immer auf. Yes, du hast auch einen Bewegungsdrang. Was auch immer du machst. Dafür weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach, das kommt schon. Ja, mein Hirn ist leer, angefüllt mit Schwachsinn. Was hast denn du jetzt gemacht? Ich habe mehr Licht. Willst du ein bisschen rot? Ich habe mehr Licht ins Objektiv gelassen. Aber dein Gesicht ist auch farbiger im Bildschirm als so. Ja. So bist du bleicher. Du brauchst auch ein bisschen Make-up. Ja, da ist automatisch hier ein Filter, um das schöner zu zeigen. Machst du noch einen Hundefilter drauf oder Dogfish? Ich mache professionelle Filmbearbeitung. Mit halbprofessionellem Werkzeug. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber es ist doch so, dass ich habe irgendwie das Gefühl, auch wenn du Sachen nicht bearbeitest, ich sehe das noch ganz viele Personen, die irgendwie in der Kindheit oder in der frühen Erwachsenenzeit Sachen erlebt und die dann nicht bearbeiten. Und da irgendwann kommt es ja. Du kannst nicht Sachen einfach ausblenden und nicht bearbeiten. Irgendwann holst dich ein. Du merkst nicht, wieso dass es das macht. Also auf einmal fühlst du dich schlecht oder hast Probleme. Und wenn du dich dann mal heute mit dem Reden ist nicht so. Ich bleibe lieber still. Ja, du weißt ja nicht wieso, aber wenn du das bearbeitest, merkst du dann warum. Aber ich sehe das ganz viel, dass wenn Menschen Sachen erlebt haben und die nicht irgendwie in einer Weise bearbeiten, das holt dich ein. Und aber ich glaube, es gehört auch dazu, dass man so ein Lernprozess, dass man immer wieder sich mit gewissen Themen begegnet, die man vielleicht noch nicht ganz aufgearbeitet hat, noch nicht ganz erledigt hat.
nicht zu Ende gedacht, weiß auch nicht. Ja, ist schade. Echt schade. Das tut mir wirklich weh, zu sehen, wie Menschen über Jahrzehnte die Stellen nicht antasten, die ihnen wehtun. Das ist wie in der Physiotherapie. Das sind Leute, die haben was und das geht schon seit Jahrzehnten und die haben nichts in der Richtung getan, haben nicht ein bisschen die Fähigkeit der Selbstheilung gelernt, so, wo ich denke, ey, jedes Lebewesen auf diesem Planeten macht das. Streckt sich, regt sich, isst genau das, was es wie gerade braucht. Aber dann haben wir Leute, die was hatten und dann und das über Jahrzehnte daran wirklich zugrunde gehen, immer kränker werden, immer unfreier sind. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Also es ist ja dann gehst du zum Therapeuten, der drückt drauf und tut weh und je mehr du den weh tust, umso mehr sagen sie am Ende, das war so gut. Ja, dann mach's doch auch mal mit den anderen Themen. Guck doch mal, wo der Schmerz ist. So. Bleib doch mal da ruhig und schaust dir an. Ne? In der Therapie sage ich aus, okay, weißt du, ich weiß, das tut weh, gebe es dorthin. Mehr als, also du wirst hier nicht panisch ausbrechen, aber bleib mal dort. Zitter mal jetzt nicht rum, laber mal nicht rum, hör auf diese Geräusche. Guck's dir erstmal mal nur an. Oder mach deine Geräusche, aber nimm die Aufmerksamkeit nicht davon weg. Und sobald sie dann anfangen, sich das anzuschauen, merke ich unter meinen Fingern, wie das Gewebe sich entspannt. Und dann kannst du auch merken, wie mit der Atmung, bei der Einatmung Spannung mehr steigt und bei der Ausatmung, legt es sich immer mehr. Und so ist es halt auch wirklich, wenn wir unsere schmerzhaften Dinge anschauen im Leben, wenn wir nur einen Finger drauflegen und damit durch den Tag laufen, dass wir am nächsten Tag, ohne was getan haben zu müssen, viel freier davon sind. Oder sogar dann irgendwann komplett frei davon sind. Also man muss echt nicht machen, mehr als einen Finger drauflegen. Ich habe, die Menschen haben Angst davor. Sie haben Angst davor, dass es wehtut. Dass es zu fest wehtut oder dass man nicht mehr rauskommt. Ich habe keine Ahnung, aber es ist, viele gehen dem aus dem Weg oder möchten eine schnelle Lösung für die Symptome und nicht für die Ursache. Siehst du, hast du Rückenschmerzen? Dann hole ich mir eine Tablette und nehme etwas gegen die Rückenschmerzen. Aber ich bin immer krank, dann hole ich mir halt Medikamente, damit ich nicht immer krank bin. Aber zu schauen, wieso, habe ich ein schlechtes Immunsystem, weil ich mich ungesund ernähre und das anzuschauen, oder habe ich Angstzustände, Depressionen, weil mich irgendetwas verfolgt. Nee, okay, da gibt es meistens eine Therapie, aber vielfach ist es ja dann Psychopharmaka, die auch hilft im ersten Moment. Aber ich glaube, ja, die Menschen arbeiten ja auch dann, aber viele arbeiten nicht, haben Angst hinzuschauen, was da ist. Ich weiß nicht, haben die Menschen Angst vor der Wahrheit? Oder sie haben Angst, Sachen zu entdecken, die sie nicht mehr wissen. Ja, aber egal, was du entdeckst und was du fühlst, du bist ja in dem Prozess, das alles loszulassen. Also das ist so die Frage immer, willst du überhaupt dich frei fühlen auf Erden? Willst du überhaupt das Leben lieben können? Es ist dir wert, das zu machen, weil, wir haben seit Jahrtausenden als Menschen, weil unser Körper trägt ja die gesamte Information der gesamten Menschheit bis heute. Also so genauso wie wenn das habe ich als Kind und als Jugendlicher kam mir das so, ich laufe über die Wiesen und denke mir, boah krass, wie viel Blut wurde über die Jahrtausende vielleicht an diesem Platz hier gerade schon vergossen. Weißt du, wie viel, da kannst du vielleicht Meere mitfüllen, so, mit dem, was wir an Schmerz und Leid auch in uns selber mittragen. Und wir machen immer mehr davon. Vielleicht, weil wir merken, wir müssen uns mit auseinandersetzen, aber anstatt wir das in uns wirklich auflösen, weil, das ist immer so, du musst den Dreck ja anfassen, wenn du ihn loswerden willst. Du wirst ihn nicht los, indem du einfach nur, es ist ja hier keine Wirtschaftspolitik oder keine Sozialpolitik, wo du oder Umweltpolitik, wo du die Themen nicht behandelst und davon denkst, es wird schon besser. Ja, aber der Mensch fühlt sich ja in dem wohl, was er kennt. Und wenn jemand Schmerz kennt, dann fühlt er sich sicher, nicht wohl, aber sicher in dem. Und sobald du ja das verlässt, dann begibst du dich ja auf Terrain, das du nicht kennst. Und das macht Angst. Wollen wir eine Unterscheidung machen zwischen
Also bei der Mensch jetzt, zwischen der zivilisierte Mensch und der natürliche Mensch. Weil ich glaube nicht, dass es die Natur des Menschen ist, so mit den Dingen umzugehen. Ich glaube, das ist ein Problem der Zivilgesellschaft, der Zivilisation. Das Wort heißt ja auch Bürger, also von den Menschen, die sich in eine Burg einsperren, um sich vor der Natur zu schützen. Das ist ein Zivilisationsproblem und kein Problem des Menschseins. Wieso denkst du, hat sich denn das so entwickelt, dass Menschen... Nee, aber ich glaube, dass du dich im Bekannten sicher fühlst. Ich glaube, das ist ursprünglich, dass du das... Warte mal. Weil früher, als wir noch keine Häuser hatten und irgendwo in den Höhlen gelebt haben, nackt mit den Blättern, ich glaube, da war es ja am sichersten in dem, was du gekannt hast. In deiner Sippe, in deiner Höhle, und dann hast du vielleicht gemeinsam geguckt, was hat es draußen, aber es war am sichersten in dem, was du gekannt hast. Wenn du alleine irgendwo hingezogen bist und etwas Neues gemacht hast, wusstest du nicht, vielleicht sterbe ich da. Also ich glaube, jetzt der Homo sapiens, 300.000 Jahre, 400.000 Jahre alt, Neandertaler, der vor 40.000 Jahren ausgestorben ist, der dann auch mit dem Homo erectus über 1-2 Millionen Jahre lebte schon. Und ich glaube, dass man es nicht schafft, so lange Angst zu haben. Ich denke, dass wir als Menschen viel friedlicher waren mit der Natur. Und ich glaube so, dass dieses ganze Biblische, dass dann sie aus dem Paradies geworfen sind, eben dieser Wandel vor 12.000 Jahren, wo auf einmal wir intelligenter wurden und dann erst dann angefangen haben, Ackerbau zu betreiben und Zivilisation zu erschaffen, dass das so ein Bruch war, dadurch, dass wir intelligenter geworden sind, mehr mentaler geworden sind. Ich glaube aber, dass diese neue Gehirnfunktion eben jetzt jetzt kennen wir es doch ein bisschen, jetzt können wir es doch mal, wir merken doch, dass wir uns in der Natur wohlfühlen nach einer gewissen Zeit und dass wir dann aufhören, ständig fokussiert auf eine Sache zu schauen. Also das Wort Fokus heißt ja Feuerstelle. Ich glaube, dass ich achte auf meine Feuerstelle und kümmere mich jetzt darum, dass ich sicher habe, dass das eine moderne Entwicklung gewesen ist. Sozusagen Adam und Eva fliegen aus dem Paradies und dann müssen sie sich auf einmal Sorgen machen und im Angesicht des täglichen Schweißes, was passiert hier? Wir sind erleuchtet. Dass das einfach nicht die Natur von uns ist, sondern dass es die Natur des zivilisierten Lebens ist. Was natürlich auch Teil unserer Natur ist. Aber ich denke, dass unsere Gespaltenheit eben genau daher kommt, dass wir auf einer Seite wissen, Mann, egal was kommt, es ist immer was Neues, was kommt, in jedem Tag, in jedem Moment. Weil wenn du Hunderttausende von Jahren über diesen Planeten läufst und keine Routine hast und jeder Tag, klar, Routine ist aufstehen, sich was auch immer machen und losgehen, laufen. Das machst du aber auch nur zu bestimmten Jahreszeiten. Und ich glaube nicht, dass man ängstlich war, wenn man dann auf einmal einen anderen Stamm wo getroffen hat und dass man sofort sich kauert und oh mein Gott, was könnte passieren? Oh, die sind vielleicht böse. Alter, du bist selber nicht böse, warum sollten die böse sein? Weißt du, dass wir aber heutzutage so mental in diesen ganzen Bildern von so und so ist das doch funktionieren, dass wir gar nicht mehr wirklich klar checken, dass das nicht Klarheit ist, sondern ein Vorurteil. Also ich urteile noch nicht mal über das, was passiert ist, sondern ich habe schon ein Bild davon. Deswegen glaube ich, dass es wie auch mit Traumata so, weißt du, Leute gehen in eine Beziehung und gehen davon aus, so, ich werde das sowieso schon wieder erleben. Oder beim kleinsten Zeichen, oh, der ist genauso wie da. Alter, der hat vielleicht eine gleiche Geste gezeigt, aber die bedeutet vielleicht genau das Gegenteil. Also wie zum Beispiel, als mein Freund mal anfing, mir Rosen zu kaufen, da habe ich dann später erfahren, hat er angefangen, mich zu betrügen. Vielleicht macht der andere das mit den Rosen einfach nur, weil er dich liebt und dir eine Freude machen will. Genau. Ja, aber ich glaube, das mit der Angst, aber ich glaube, dass man sich in dem, was man kennt, sicher fühlt, das ist ich glaube nicht, dass das mit der Zivilisation zu tun hat, aber ich glaube, das hat auch wie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, das ist ja tief in uns verwurzelt. Weil früher war ja so, dass was du nicht gekannt hast, war komisch, hat nicht zu dir gehört. Rassismus ist ja etwas, was ja ganz weit zurückreicht, weil das war dein Stamm. Ja, meinst du? Erzähl weiter, ich höre zu. Ja. Guck mich nicht so an. Nee, aber es ist ja wie so, weil früher hast du in deiner Sippe gelebt und da warst du da drin und eine andere Sippe konnte Gefahr bedeuten. Und was du nicht gekannt hast, war unbekannt.
weißt du, was ich meine? Und da kommt es her, dass man etwas Fremdes als nicht dazugehörig erkannt. Ich meine, sicher, Rassismus ist scheiße. Ich weise das weit von mir, weil ich finde, jeder Mensch hat seine Legitimation zu sein und zu leben, wo er will und wie er will. Das ist, und er darf auch aussehen, wie er aussieht. Er darf auch aussehen, wie er aussieht, sicher. Aber es ist wie... Wenn er weiß wäre, dann wäre er so viel besser. Du bist ein guter Ausländer, heißt es dann so. Oh, du bist so ein guter Ausländer, habe ich schon so gehört. Du bist so schön integriert, hä? Wie gut Deutsch du sprichst. Du kannst gut Deutsch sprechen für einen Türken. Hä? Ja, auf jeden Fall. Genau, Entschuldigung. Ciao. Nee, ich gehe nicht. Nee, aber ich glaube, es ist so wie ein bisschen etwas, was in uns drin ist. Wir sind natürlich schon weiter und sollten es besser wissen, aber viele wissen es noch nicht besser. Oder sie haben Angst, dass das Fremde ihnen den Keks wegnimmt, ihre Arbeit. Weißt du, da kommen sie da und klauen mir dann meine... Der holt sich seinen Keks zurück. Ja, genau. Aber wer klaut die Kekse? Die anderen, nicht der arme Mensch, der geflüchtet ist aus seinem Land vor Krieg oder was auch immer. Ist ja auch egal, wieso dass er geflüchtet ist. Niemand flüchtet freiwillig. Also, wenn es keinen Grund zum Flüchten gibt, dann machst du das nicht. Wir nennen das Auswandern. Die Schweizer wandern aus. Die anderen mussten flüchten. Ja, aber ich glaube, es ist ja wie so ein bisschen etwas so von dem weil ich glaube, das Hirn ist noch nicht so weit, wie wir uns entwickelt haben. Nicht zu. Halte ich voll was dagegen. Jetzt muss ich erstmal darauf gucken. Ja. Bei der Kamera hat es nicht aufgezeichnet, aber wir haben ein Backup von dem Programm. Das heißt, sieht man dann nur dich? Nein. Und man hört mich einfach reden und sieht man nicht. Guck mal, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Das ist schönes Licht, was du da teils abkriegst. Das ist, weil ich so gescheite Sachen sage. Meinst du? Also, dann sag mal, was du denkst. Also Rassismus, die weiße Hautfarbe gibt es erst seit 6000 Jahren. Das ist erst mit dem vermehrten Essen von Getreide gekommen. Vorher waren wir alle schwarz und braun. Also eine Unterscheidung von wegen, oh, der ist ja anders, der sieht ja anders aus als ich. Klar gab es das. Es gab so Menschen, die sich von Afrika ausgehend in den fernen Osten begeben haben. Manche sind nach Europa gegangen, manche sind dann auch nach Amerika gekommen. Und über die Anpassung an die Natur hat sich dann auch, an das, was es dort zu essen gibt und die Landschaft, hat sich dann die ganze Physiognomie verändert. Das ist so. Aber trotzdem ist das, man weiß von der Forschung, dass es damals nicht Kriege gab, dass es keine großen Auseinandersetzungen gab, dass die Leute sich einfach beim ersten Kontakt aus Angst getötet haben, sondern vielmehr sieht man, dass da ein Austausch stattgefunden hat. Nicht nur zwischen Männern und Frauen, also die haben sich dann auch geliebt, ja? Dann sind dann manche von dem einen Stamm in den anderen mitgegangen, die haben ihre Familie verlassen, um bei den anderen zu leben. Da gab es eine genetische Vermischung, die gab es schon immer. Also dieses Bild von den ängstlichen Steinzeitmenschen, die so schlotternd so, nee, ist es nicht so. Sondern tatsächlich erst, ich habe letztens eine E-Mail geschrieben an den Chef von der Ausgrabungsstätte ich wusste gar nicht, dass der das ist, aber ich habe da für mein Buch halt ein paar Sachen nachgeforscht und dann hat er gerade eine Arbeit veröffentlicht gehabt vor kurzem, da ging es darum, so, woher die Eliten kommen, so wann es sich etabliert hat, dass Menschen über Menschen herrschten. Und das ist tatsächlich so, Göbekli Tepe 12.000 vor Christus, vor 12.000 Jahren, also vor 10.000 vor Christus rum, mit dem Wandel von dem Polarstern Vega weg, jetzt zu Polaris, jetzt sind wir gerade in der Mitte, jetzt geht es wieder zurück, also diese Bewegung der Erde, also das sind Zyklen, die ablaufen. Und der Rassismus, der ist halt eben von einem Viertel passiert. Da gehen wir jetzt quasi durch, wir lernen das. Aber dass es diese Angst gibt vor dem Fremden, das ist etwas, was erst mit der Städtebildung gekommen ist. Dass dann Leute gesagt haben, wir haben jetzt dieses Gebiet, wir versorgen hier uns, und die anderen, die haben ja auch dann angefangen, Ackerbau, also hat sich ja im Nahen Osten, gab es dann auf einmal mehrere kleine Völker, die das gemacht haben. Und dann immer mehr auf der Welt. Und dann war es halt wichtig, dass man die Ressourcen sich schützt und nimmt. Und dann war es wichtig, dass man sich von den anderen unterscheidet. Und Rassismus, das Wort, da steckt Ratio drin. Das sind immer Menschen, die der Meinung sind, dass sie ihre Art zu leben die vernünftigere ist und deswegen es unvernünftig sei, so wie die anderen zu sein. Und deswegen, weil sie weniger rational sind. Also ich habe das vor kurzer Zeit erst gehört, so von einem alten Chef, eine Fitnessstudio, das heißt Hölle 41.
Da sagte der total, ja, das ist ein Militär, Special Forces und Geheimaktionen und, oh Mann, jetzt reiche ich mich in Teufels Küche. Ja, also mit Sicherheitsunternehmen, die dann Privataufträge für Regierungen ausüben und so. Der erzählte mir, wie er dann bei einer Hilfsaktion war dort in Afrika und ja, die sind einfach faul, die sind einfach viel fauler als wir so. Alter, hast du mal daran gedacht, dass du vielleicht über Jahrtausende darin getrieben bist, ständig dich um deinen Erwerb zu kümmern und ständig jetzt bei einer Front bist von, wir müssen die Ressourcen der Welt an uns binden, weil die Zukunft wird düster. Vielleicht sieht der andere die Welt gar nicht so negativ wie du. Vielleicht ist der friedlich und freut sich, dass die Welt schön ist, freut sich, wenn er zu essen hat, die Familie es gut hat und du verbringst viel mehr Zeit damit irgendwie außerhalb deiner Familie mit irgendwelchen Dingen, die du für irgendwelche Ideologien und für irgendwelche Bruderschaften machst. So. Da kommt Rassismus her, dass sich Leute abgrenzen, weil sie was für sich haben wollen. Und dann sind sie so überzeugt davon, dass das, was sie machen, richtig ist, dass automatisch alle, die das nicht machen, schlechter sind als sie. Dieses Ganze, das ist so eine ganz, ganz simple Sache, weil er ist so rational, er macht das gut und richtig, der andere ist nicht so rational wie er und deswegen gehört er ausgerottet. Punkt einfach. Ist gar nicht böse gemeint. Ist wirklich nicht böse gemeint. Hinterm Rassismus steckt keine Bösartigkeit. Das ist einfach nur die Intelligenz, die meint, ich bin intelligenter als du. Und weil ich intelligenter bin als du und du nicht weißt, wie man richtig lebt, habe ich das Recht zu leben und du weniger. Ja, aber es bedingt nachher böse Handlungen. Ja, auch natürlich. Wenn es nicht böse gedacht ist, obwohl... Klar. Ja, aber es kommt ja wieder darauf zurück, was wir das letzte Mal besprochen haben, dass die Menschen erwarten, dass die anderen Menschen so leben wie sie. Ich habe die Wahrheit gesehen, so muss man arbeiten. Ich meine, heutzutage, wenn du, ich weiß nicht, krank bist und sagst, ich bleibe heute zu Hause, aber nimm doch eine Tablette, dann gehst du arbeiten. Wieso solltest du jetzt für dich gucken? Nee, du musst doch arbeiten. Das kann doch nicht, kannst doch nicht so viel krank sein, kannst doch nicht das und kannst doch nicht dies. Und ja, ich glaube auch, gehst du als Frau mit Kindern Vollzeit arbeiten oder gehst du gar nicht arbeiten? Ach, bist du faul? Guckst du gar nicht auf deine Kinder? Du musst doch so, jeder hat seine Meinung dazu, wie man sein Leben leben soll. Und ich glaube, wir Europäer haben eine große Tendenz dazu, unser Leben den anderen überzustülpen und sagen, so muss man leben und wenn du das nicht so machst, dann gehörst du nicht dazu, dann bist du schlechter. Ja, weil klar, wenn du es so anschaust, ja natürlich so, ganze Kolonialzeiten und diese Art zu wirtschaften auf die ganze Welt übertragen. So. Aber ey, nochmal runter zu den Fakten. Wir sind alles eine Menschheit, die sich unterschiedlich entwickelt hat. Also ich sage, der Mitteleuropäer, der, sage ich jetzt mal total rassistisch, der weiße Mann ist oder der weiße Mensch ist der halt vom Kopf her funktioniert. Und der Schwarze ist der mehr vom Körper halt so fühlt, wie das ist. Und der Braun, der ist halt sehr emotional. Und der Asiat, der Gelbe, der ist dann halt mehr diese innere Gefasstheit, so dieses innere Welt, die er lebt. Und der Rote, den es halt fast gar nicht mehr gibt, der ist die Verbindung zur Außenwelt, der mit der Natur im Einklang lebt. Also so spiegeln wir alle Aspekte von einem Bewusstsein wider. Und du siehst voll gespalten aus, gerade vom Licht her. Ja, jetzt siehst du mein wahres Gesicht. Weißt du, und da können wir ja, wenn wir das nicht schaffen, bei uns selbst die Spaltung zu sehen, weil genau das mache ich ja auch. Wie viele Jahre versklavt man seinen Körper für das, was der Kopf einem sagt? Und wie viele Jahre hat der weiße Mann, also der Kopf, den Schwarzen, den Körper versklavt? Und das sind Tendenzen von Menschen, die wollen das immer noch machen. Die wollen immer noch Sklaven haben. Die sind immer noch der Meinung, die Schwarzen sind gut im Arbeiten. Ja klar, Mann, die haben die kräftigsten Körper auf dem ganzen Planeten. Aber nicht für dich, der Körper ist nicht da, um dem Kopf zu dienen. Und der Kopf ist nicht da, um den anderen zu dienen. Ich mag ja selber nicht so gespalten sein. Also für mich hängt das alles 1:1 zusammen. So, ich kann das nicht voneinander trennen, wie die Welt ist und wie ich selbst funktioniere. Es ist halt... Ja, es bedingt ja, wie du dich kennst und wie du mit dir umgehst, gehst du ja auch mit der Welt um. Das spiegelst du ja nach draußen. Ganz genau. Deine Handlungen. Ich streichel eine Katze. Mach mal. Irritiert, was ich da unten mache. Guck. Can hat viele Katzen. Hallo. Das ist so. Ja, aber der Mensch ist sich immer zuerst. Obwohl er sich selbst nicht liebt, liebt er sich zuerst. Kann man das so sagen? Hast du gerade gemacht. Das steht bestimmt irgendwann in einem Buch.
Mit einem Bild von dir. Ja, werde ich zitiert. Ja. Nein, das ist immer so ein Spruch und unter Dolores. Wie weiß nicht, Lao Tse oder so. Klingt viel Buddha besser. hat gesagt, ich heiße nicht Lao Tse. Ich bin Dolores, gell, Katze? Wie heißt diese Katze? Das ist Junior. Jetzt Junior. Ich nicht. Hey. Junior, jetzt der Junior. Junior. Ach, ich und die Technik immer. Ja, der Can muss immer da umstellen. Ja, du, es ist halt alles nur ein Spiel. Das wird das nämlich jetzt auch mal. Das brauchst du auch nicht mehr. Oh, doch, brauchst. Was machst du? Ja, ich such dir jetzt einen Winkel, aber mich kriegt man sowieso nicht zu sehen. Weil du dich so hin und her bewegst, musste ich die Kamera umstellen und jetzt kann ich von der nicht mehr gesehen werden. Egal. Oh, ich sehe dich doch. Wir werden das sowieso dann. Da bist du doch. Und da, ich sehe dich Genau, dreimal. wie technisch ich aussehe. Technisch? Nein, hier so, ich finde das so cool. So AI siehst du aus. Ja, künstliche Intelligenz. Ist kein Wunder, dass der weiße Mensch die entwickelt hat. Weil diese mentale Intelligenz, diese kognitive Intelligenz, muss man einfach so sagen, die hat keiner so perfektioniert wie eben unsere Brüder und Schwestern mit weißer Hautfarbe. Ich finde das total cool. Weißt du, wie wir uns von einer Menschheit her in so unterschiedliche Wesen verwandelt haben und jeder Einzelne sowas mit reinbringt. Weißt du, so die gesamte Musik, die wir heutzutage hören, die wäre ohne Afrika gar nicht möglich so. Ja. Also ohne den Schwarzen. Diese ganzen Farben, so weißt du, es ist halt alles, wenn du Farben anschaust, am Ende ist halt alles und am Anfang weiß und schwarz. Aber weiß und schwarz malen und denken ist halt auch wieder keine Liebe. Nee. Illuminati und so, ne? Dieses Schwarz-Weiß und so. Das Schwarz-Weiß-Denken. Aber die Menschen denken gern Schwarz-Weiß. Ich denke gern bunt. Aber wenn es bunt wäre, würdest du halt nicht mehr denken, sondern fühlen. Was ohne? Denken ist schwarz-weiß, aber fühlen ist bunt. Du kannst nicht denken und dann sagen, oh, das ist jetzt. Nee, denken ist immer schwarz-weiß. Geht nicht anders. Aber du kannst auch bunt denken. Ich denke sehr bunt. Du denkst vielleicht viele verschiedene Sachen und ach nee, keine Ahnung. Also das mal, das ist jetzt halt eine Sache, ne? Wie willst du Farben und Denken? Nee. Ich glaube, bunt wird es, wenn du dann das Ganze miteinander verbindest. Das Denken, das Fühlen. All das. Genau. Ja. Ich glaube, wichtig ist ja auch, das Leben bewusst zu leben. Wir haben es ja vorhin gehabt dass die Menschen sich am Vergangenen festhalten, aber die Menschen leben ja jeden Tag die Vergangenheit. Du stehst auf. Oh geil, guck Was mal. machst du jetzt geil, da? Ich kann zurückspulen und hier die Sachen Gott, angucken. jetzt hab ich gedacht, du siehst es ja da und jetzt läufst du rum. Hammer cool. Was machst du? So geil. Wie habe ich denn das geschafft? Ich weiß auch nicht, Funktion. aber ich glaube, du bist ein Geist. Meine Multiple. Sind wir denn jetzt das oder sind wir jetzt das? In welcher Zeit leben wir? Ist das Vergangenheit? Ich habe die Vergangenheit gesehen. Jetzt sind wir da wieder am Start. Und jetzt funktioniert das auch mit der Aufzeichnung. So wollten wir es haben. Oh je. Cool. Ja, aber es ist ja so das Bewusstsein. Aber ich glaube, es ist auch bewusst zu leben, sich seiner Handlungen bewusst zu sein. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Was sehe ich? Das Destruktive, das man jeden Tag lebt. Oder aber lebst du dein Leben jeden Tag bewusst? Das ist halt das Problem, leider ja. Also ich finde erstmal diese Unterscheidung zwischen bewusst und unbewusst ist völlig, das macht mich kaputt. Darüber nachzudenken, ob ich jetzt bewusst oder unbewusst was mache, ich will einfach nur sein so. Sich dann selbst beobachten, nachdem man was wie getan hat. Okay, klar kannst du nachts vorm Schlafen gehen und sagen so, okay, das hätte ich vielleicht anders machen können, das halt nicht sein müssen und über sich selber aber nur nachdenken, nicht, oh, die andere Person hat dies und das gemacht, sondern aber genau das dann halt doch zu machen, so, das nervt mich und das kommt halt nur daher, dass ich halt wie mich bewusst im Verhältnis zu anderen Menschen betrachten möchte. So. Also dass ich selber bin nicht nur die Person, die ich angucke, ich bin auch noch die Kamera, die sagt, wo ich bin und ich bin nochmal der gesamte Raum, das ganze Koordinatensystem und in dem möchte ich mich dann selber positionieren und wissen, wer ich bin. Oh nee, weg mit dem Zeug. Ja, nee, dann mag ich lieber bunt sein und Schwarz-Weiß-Bilder malen. So.
in einem Fluss so wie drin. Also dann irgendwas einfach machen. Anstatt so dieses, weil ich sehe, da kommt nichts Gutes bei raus. Das ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass man gute Sachen macht, wenn man ständig mit sich, also wenn ich jetzt, ich gehe jetzt raus und ich werde heute jeden Tag, jeden, den ich begegne, etwas Gutes entgegenbringen. Ist das nicht gut? Mach's doch einfach. Warum musst du dir das selber sagen? Mach's doch. Warum ist denn das nicht integriert? Warum mussten du dir irgendwie einen Vorsatz dafür nehmen? So? Eine gute Absicht ist doch das Gegenteil von einer guten Tat. Ja, aber ich glaube, wenn du so nicht funktionierst, musst du das ja üben. Wenn du ein Mensch bist, der vielleicht grundsätzlich eher grummelig ist und nichts in die Welt bringt, ich glaube, dann musst du dich üben, ihm etwas Gutes in die Welt zu bringen. Nein? Nee. Ich würde mich viel lieber fragen, warum bin ich denn nicht gut? Anstatt mich zu zwingen, gut zu sein. Ne, das ist wie am Anfang. Ist es ein Zwingen oder ist es ein Üben? Üben, was? Das kannst du üben. Du kannst doch üben, freundlich zu sein. Wenn du immer so durch den Ort läufst oder sagst, ich nehme mir jetzt vor, ich laufe mit einem Lächeln durchs Leben. Klar kann man das machen. Und dann übst du es. Irgendwann machst du es ja automatisch. Angelerntes Verhalten, Konditionierung. Cool. Ja, kann oder du überschreibst ein anderes Verhalten. Du hast gelernt, man muss immer grummelig und böse sein. Alles und du sagst, ich möchte nicht so sein. Ich möchte auf jeden Fall nicht so mechanisch sein, dass ich mich dazu gezwungen habe, mich dazu erzogen habe. Ich wollte als Kind nicht erzogen werden von jemand anderem, sondern ich glaube sowieso, dass Kinder von Anfang an eigentlich friedliebende und gute Wesen sind. Alle Lebewesen haben das in ihrer Natur. Aber von Leuten erzogen zu werden, die sich selbst erzogen haben und von anderen noch erzogen worden sind, und dann Bücher darüber schreiben, wie andere zu erziehen sind, haben wir doch gesagt, das ist wie alles das Problem. Und wenn ich jetzt mit mir selber umgehen mag und dann gut sein möchte, dann schaue ich doch lieber nur darauf, warum denn die Negativität? Warum denn das, was mein Kummer ist, meine Trauer? Wieder Finger darauf legen, wo es weh tut, damit das dann heil ist. Und nicht sagen, ach egal, ich komme da schon durch, ich muss nur so, Alter, du hast ein gebrochenes Bein, du kannst jetzt nicht einfach weiterlaufen, das geht nicht. Halt mal fest, wie so ein Aboriginal, füg das mal zusammen, guck mal, fühl mal, wie jetzt dieser Verband dort wirkt, so, lass das mal so und jetzt guck mal langsam, Muskelanspannung, ja, und merkst du, wie das, das ist zu viel, da tut's weh, so tut's weh, aber ich spüre das deutlicher, das fühlt man ja, wie man dann ist. Ja, aber ich glaube, das eine ist ja deine Probleme, die du da mit dir rumträgst und die bearbeitest. Also wenn du für dich sagst, ich möchte so und so ein Mensch sein oder mir gefällt es nicht, wie ich mich gegenüber anderen Menschen verhalte. Wie willst du dann das ändern, wenn du das möchtest? Das geht ja um eine Haltung, die du dann üben musst. Sagen wir so, du übst eine Haltung gegenüber anderen Menschen. Wenn du sagst, ich bin prinzipiell unfreundlich zu anderen Menschen, nicht weil ich es sein möchte, sondern weil ich einfach bin. Und du sagst, aber ich möchte nicht, dass man mich so wahrnimmt, dass man dann die Haltung übt, freundlich zu sein. Möchtest du nicht so sein oder möchtest du nicht so wahrgenommen werden? Wenn, dann würde ich nicht so sein wollen. Wahrnehmen ist mir egal. Die Wahrnehmung, was jemand von dir wahrnimmt, kannst du nicht, nein. Aber ich glaube, ich glaube, ich habe gerade gestern das Podcast gehört, da ging es um Freundlichkeit und da hat sie auch erzählt von einem CEO, der gesagt hat, dass er prinzipiell, hat er gemerkt, dass er nicht so freundlich zu den Mitarbeitern oder nicht jetzt sehr unfreundlich, aber er hat dann ihr geschrieben, dass er sich darin üben möchte, freundlicher zu den Angestellten zu sein, weil das nimmt ja keine Energie von dir, wenn du ein bisschen mal ein Lächeln, mal eine Begrüßung und so. Und das ist ja wie ein Bild, der möchte vielleicht ein anderes Bild vor seinen Mitarbeitern haben. Aber vielleicht ja für sich, es verändert sich ja auch bei dir etwas. Auch wenn du das vielleicht für andere machst und sagst, ich möchte gern so und so wahrgenommen werden, wenn du aber freundlicher bist zu anderen Menschen, dann hat das ja auch einen Effekt auf dich, ob du willst oder nicht. Du kannst ja vielleicht die Freundlichkeit spielen, aber das Hirn und der Körper nimmt die Freundlichkeit ja wahr. Das Üben ist auch nichts anderes. Üben von Freundlichkeit ist nichts anderes, weil er ist nun mal den Aktionären, der steht da in der Verantwortung denen gegenüber. Wenn das mies läuft, dann wird er wieder auf seine Angestellten mal, Alter, scheiße. Er alleine kann es ja nicht ändern, dass das mit dem Unternehmen gut wird. Das heißt, er muss das mit den anderen ändern.
Wenn er es in der Zwischenzeit ich übe mal freundlich zu sein, währenddessen auch gelernt hat, mit innerem Druck, mit seiner Position auch umzugehen, dass er gute Beziehungen zu den Aktionären und auch gute Beziehungen zu den Angestellten führt, dass er es wirklich verinnerlicht hat durch das Üben. Ja, cool, dann hat es funktioniert. Aber in den meisten Fällen wird das, glaube ich, nicht so sein, sondern gerade weil man anderen wie was schuldig ist und dann sich selbst unter Druck setzt und auch von anderen unter Druck gesetzt wird, leitet man diesen Druck weiter. Aber angesichts der Herausforderungen im Leben, so zu sein, dass man die Sachen nicht als Druck wahrnimmt, sondern aus Liebe das zu machen, was man tut. Das kommt nicht durchs Üben. Ich kann nicht üben, jeden Aspekt meines Berufes zu lieben. Wenn es einen Aspekt gibt, den ich in meinem Beruf nicht liebe, dann kann man sich einige Sachen fragen. Aber ich denke, das Entscheidende ist, warum gibt es überhaupt Sachen, die ich in meinem Leben nicht liebe? Klar gibt es Situationen, die wie als unangenehm sind, aber Fakt ist, die Situation ist jetzt da. Und die Situation, auch wenn sie nicht schön ist, zu lieben, heißt ja, ich sehe, was zu tun ist, damit das gut ist. Und dann mache ich das, ohne in Panik auszubrechen, ohne einen Schweißausbruch zu bekommen, sehe ich das. Und dann ist wieder die Frage, warum bin ich nicht so friedlich mit der Situation? Warum ist meine Reaktion bei unfriedlichen Situationen, das mit noch mehr Unfrieden von mir noch mehr anzufeuern und dann irgendwie dem auszuweichen, das nicht angehen zu wollen? Es muss ja irgendwo in mir die Fähigkeit geben, mit jeder Situation, die in meinem Leben aufkommt, gut umgehen zu können. Und da habe ich eine Geschichte dazu. Wow, Sekunde. Was machst du jetzt? Jetzt mache ich ganz was anderes, weil ich habe mir gedacht, dort haben wir eine, wo man mich von hinten sieht. Und jetzt machen wir eine dann so. Wo man dich von hinten sieht. Guck. So machen wir das. So. Also erzähl mir deine Geschichte. War voll cool. Es war damals in der Physiotherapie in Berlin bei Frau Deppermann. Aha, die ist cool. War die Chefin damals. Da hat mir ein Patienten, ein älterer Herr, was zu lesen gegeben. Ich habe das irgendwo noch. Ich glaube, ich habe es noch irgendwo. Das ist die SS und holt die Leute raus. Schmeißt Frau und Kind auf die Straße und erschießen die Kinder von dem vor seinen Augen. Die Geschichte fängt anders an. Er ist im KZ, also nach der Aktion, und da gibt es einen Wechsel von Ärzten. Der Arzt schaut sich die Leute an, schaut sich die Akten an und merkt, wow, der Typ, der ist am längsten hier. Krass, dass der noch lebt. Dann schaut er sich den an und sieht, wow, der sieht ja kräftiger aus als alle anderen. Der muss irgendwo essen, irgendwas macht der so. Und dann beobachtet er den und sieht, nee, ganz im Gegenteil, der teilt das Essen mit anderen. Der gibt das den Kindern und verzichtet sogar darauf. Und dann ist er irgendwann so interessiert, dass er sagt, ich muss das jetzt klären und lädt ihn dann ein. Zum Essen so, sitzen sie dort und essen und reden und dann fragt er ihn, sag mal, hab das und das beobachtet. Was ist los? Wieso bist du kräftiger und fröhlicher als alle anderen? Du motivierst die Leute, obwohl du so seit Jahren all das hier miterlebst. Was ist es? Dann sagt er, damals, als meine Familie vor meinen Augen erschossen worden ist, stand ich vor einer Wahl. Ich könnte entweder jetzt mein Leben lang in Hass und Wut und Trauer versinken oder eben nicht. Und noch nie ist mir eine Entscheidung so leicht gefallen. Was haben wir davon, wenn wir Kummer und Trauer mit anderen Leuten oder in uns mittragen? Ist dir zu viel geworden, musst abhauen. Ja, aber es ist ja auch eine Entscheidung, die er dann da fällt. Ja, aber so... Es ist sich bewusst dafür zu entscheiden, ich mache es so und ich mache es nicht so. Vielleicht kann man das so sagen. Vielleicht ist es aber auch, dass wenn es bewusst wäre, ja denken. Wie ist es aus der Gefühlsituation? Vielleicht hat er seinen Körper, seinen Schmerz, seine Trauer gefühlt. Dann hat das Gehirn
mitgefühlt, was der Körper fühlt, hat das wirklich aus der Perspektive des Körpers gefühlt. Gut, das Gehirn ist auch Teil des Körpers, es ist nichts anderes. Aber auf jeden Fall hat das Gehirn dieses nicht mehr, ich möchte dominieren und kontrollieren und lenken und steuern gesagt, sondern hat sich sozusagen dem Rest des Körpers ergeben und hat gesagt, okay, ich sehe angesichts dessen, was hier zu fühlen ist, ich kann da sowieso nichts entscheiden. Ich kann da nichts dran ändern. Ich kann mit jetzt denken und planen und tun und machen, sobald ich irgendeine Sache davon ausführe, werde ich erschossen. Also auch nicht aus Liebe zum Leben dann weitermachen, sondern einfach, ich denke, dass der Mensch in dem Moment das Leben gewesen ist. Dass da kein Ich denke und ich möchte, sondern Leben. Gerade weil die anderen tot sind, gerade weil Menschen sterben und getötet werden. Leben. Hm. Das ist bei so viel Trauer und schlimmen Dingen, die auf diesem Planeten passieren. Zu sagen, nee, weißt du was, ich kriege mich ein, ich mag nur mein Bier, meine Zigarette. Ja, mich wurde darauf hingewiesen, dass ich nicht so oft über Alkohol reden soll. Hat jemand gesagt? So viel von Alkohol geredet. Ja, er sagte, mir ist mir ja nicht so aufgefallen, aber ja. Wir können eine Menge Zeit und Energie verschwenden in Dinge, die nicht Leben und erst recht nicht Liebe sind. Ja, ich glaube, es ist ja auch die Augen verschließen vor dem, was ist und sich zu verkriechen, anstatt etwas dagegen zu machen. Und Menschen zu helfen, das ist das Gleiche wie wenn Krieg ist oder irgendwas, wenn du sagst, ich kann ja sowieso nichts ändern, also mache ich jetzt auch nichts. Die können ja müssen die dann regeln. Ich meine, sicher kann ich nicht viel machen. Von hier kann ich den Krieg beenden. Aber weißt du, man kann so viel machen. Aber man kann trotzdem viel machen. Man kann eine Sache machen, also du kannst ja einfach, wenn du frei bist und lebst und liebst jetzt, dann hast du in deinem Umfeld alles gemacht, was du machen kannst. Weil mehr Energie nach außen geben kannst du ja nicht. Ja. Aber ich glaube, es geht gar nicht um die Handlungen. Ja, aber in der heutigen Zeit kannst du wahrscheinlich sogar mehr machen als früher. Mit Social Media und so kannst du doch deinen Beitrag mehr leisten als früher. Ich meine, in Amerika wurde der Jimmy Kimmel wurde ja abgesetzt. Und die haben ja so einen Druck auf Disney ausgeübt, die Nutzer, die haben ja ihre Abos gekündigt, dass sie dann zurückgekrebst sind. Also du hast ja eigentlich in der heutigen Zeit mehr Macht über solche Sachen. Früher, bis du überhaupt gehört hast, was los ist und was kann ich... Weißt du, das finde ich wieder gut an Amerikanern, oder wir waren vorhin so rassistisch unterwegs waren von den weißen Männern und auch gerade von White Supremacy, die halt gerade, Alter, die machen einfach. Die machen, was sie in dem Moment für richtig halten. Und die kennen da nichts, die tun das. Und das ist etwas, was natürlich andere weniger haben. Und ich denke halt auch wirklich, als wirklich ein liebender Mensch wäre der das alles, ne, weiß, rot, gelb, braun, schwarz, wie einfach vereint. Und dann ist natürlich nur eine ständige Präsenz da, die dann direkt eine Handlung hat. Aber jetzt ist es ja so, dass wir wie da noch nicht sind. Ne? Wir sind nicht so hyperaktiv wie, das klingt total rassistisch, ich meine auch garantiert nicht alle, es ist wirklich nur plakativ, also als Plakat, so kann man halt nicht alle Details reinschreiben, ist halt schwarz-weiß. Wir sind halt nicht alle so dynamisch unterwegs wie die Amerikaner oder wie Zionisten oder wie die White Supremacy, die organisiert so viele Sachen machen. Das sind die wenigsten Menschen. Sie haben nicht diese blinde Leidenschaft, Sachen zu machen. Und deswegen glaube ich, das kommt auch nicht, so eine Entscheidung vom Kopf her zu bringen und jetzt mache ich was Gutes für die Welt, bringt wieder nur Böses. Weil die Entscheidung eben nur aus der Vernunft kommt. Aber so, das wirklich mal zu fühlen, was man jetzt gerade zu fühlen hat. Aber gut, die wenigsten nehmen sich auch die Zeit, dem mal nachzugehen. Weißt du, dann wird halt zur Entspannung, dann scrollt man halt permanent. Aber manchmal kotzt es mich an, dann kann ich es nicht. Ich scroll ja auch, mache das ja auch, aber ey, ich merke das dann schon, wenn es nicht geht, dass ich mich dann mal, ich habe auch beruflich so, dass ich eben Leute runterbringen mag, damit sie was ändern.
Mir eingefallen, du kriegst auch noch eine Behandlung. Ja, sie ist schon lange offen. Wie lange? Wann hast du sie mir versprochen? Keine Ahnung. Schon 2-3 Jahre. Kurz nachdem wir uns kennengelernt haben. Nee, du hast gesagt, du wolltest in mir baden. Also, was? Nee, in meiner Aura. Du wolltest ja Klarheit bekommen. Du hast ja gesagt, wenn du mit mir zusammenkommst, bekommst du Klarheit. Ach so, ja, das ja, ist so. Du wolltest nicht in mir baden. Ich dachte schon so. Wie sollte das auch gehen? Ja, ich ziehe es dann mal ein. Irgendwann. So in 10 Jahren vielleicht. Irgendwann. Die Sachen kommen dann mit. Oder ich mache Zins. Irgendwann sind es dann 5 Behandlungen, weil es wird immer mehr. Wir können sie auch summieren. Ich meine, für mich ist das super. Kein Problem. Tipptopp. Eine Sache, die ich gern mache. Aber du wirst mir dann weh machen. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, es wird vielleicht dann nicht so schön, wie ich denke. Das ist halt wieder in Beziehungen. Wenn man jetzt wirklich daran interessiert ist, eine liebevolle Beziehung zu haben, dann kommst du nicht drum herum, wenn du siehst, Mensch, Alter, die ist jetzt, ich sehe es doch an, die ist doch gerade nicht frei. Da ist doch was. Und dann fragst du nach der Vergangenheit, nach was sie erlebt haben. Also ich will ja wirklich alles, wenn ich schon was wissen möchte von jemandem, dann alles. Oder einfach nichts. Oder das, was sie halt gerade erzählt, dann ist das halt auch alles. Aber sobald es dann aufkommt, dass jemand Ärger und Kummer hat, ey, schau dir mal die Jungs an, so weißt du, wenn ich die sehe, dass die keinen Spaß und keine Freude haben, so dann interessiert mich das, dann will ich das wissen, was dort ist. Hey Selcan, tust du mir einen Gefallen? Guckst mal bitte auf das Display von dieser Kamera und sagst, da ist eine Zahl, hier auf der Kamera, hier, Selcan, diese hier, unten rechts auf dem Display, da steht irgendwas. Da steht 20M42S. Okay, wir haben noch 20 Minuten Zeit, weil die habe ich ja später aufgenommen. Danke dir. Ich nehme den Ball mit. Mach das. Die Tür nur ranziehen, musst nicht zumachen. Selcan, wie ist denn die Luft hier drin? Ist schon stickig? Nein. Da hinten ist der Bubu-Edi. Ui, der Eddie ist da, haben wir gar nicht gesehen. Nicht? Ich habe ihn schon lange gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Der Junior hat dran gerochen vorhin. Das ist cool. Der Eddie. Süß. Ja, aber ich glaube, du spürst auch, wenn Menschen irgendetwas verheimlichen oder irgendetwas haben. So, klar. Wenn sie irgendwie nicht ehrlich sind. Eigentlich, glaube ich, spürst du. Ich glaube, das ist so. Also ich spüre das sehr fest. Ich habe ja die Tendenz dazu, dass ich ja viel spüre und die Leute dann damit erschrecke, wenn ich Sachen anspreche. Nein, das ist nicht so. Aber irgendwie, ich spüre das unglaublich fest. Aber ich habe früher immer gedacht, ich bin ein Overthinker. Ich denke mir alles zu Tode. Aber ich habe immer gedacht, das ist doch sicher Einbildung. Aber ich spüre so viel, ich merke dann so, irgendwas ist komisch. Aber die Leute können damit nicht so umgehen. Ich bin ja auch sehr direkt. Ich habe das genauso wie du, dass ich da Sachen dann dachte, Mensch, was denke ich denn jetzt so? Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, habe das dann auch astrologisch wie bei mir dann halt sehen können, wie das funktioniert. Wir alle nehmen, also ich bin ja quasi wie ein fester Körper, aber es gibt Energie, die wir auch ausstrahlen, aus unserem Zentrum heraus. Und diese Energie ist verbunden mit allen Energien in diesem Universum, mit allen Wesen. Alles hat ja seine eigene Kraft zu strahlen. Also sehen wir jetzt alles für uns nur als Energiefelder, die sich herumbewegen, die wie um ein Zentrum zu kreisen scheinen. Das ist das Zentrum, was wir halt als Ich oder Essenz dessen bezeichnen. Und da tauschen wir eine Menge aus. Wir fühlen eigentlich wirklich alles. Je nach, wie man dann halt gerade ist, so, was man denn auch, wie man halt geschrieben ist, wie das Schicksal von einem ist oder halt das astrologische Profil oder die Selbstwahrnehmung, ist ja alles das Gleiche. Es sind ja nur verschiedene Perspektiven, wie man das beschreibt, was Tatsache ist. Tatsache ist ja klar, total simpel. Wir sind materielle Wesen so, wir leben und sterben, danach ist nichts. Ja, vollkommen. Mein Körper wird zur Erde, danach ist mit dem nichts mehr. Eine Ebene davon. Ja, gut, da gibt es noch ein paar andere Ebenen halt. Und das mit dem Fühlen, das wird halt dann, glaube ich, durch dieses, nein, das ist nur so, vom Kopf her entschieden,
der Kopf will das wegreden, weil der will ja halt eine Klarheit haben. Das ist so. Und damit wird automatisch verurteilt. Wenn du sagst, das ist so, in dem Fall ist okay, aber wenn irgendeine Sache ist und ich sage, das ist so, dann schließe ich das Gegenteil aus. Und in dem Moment wäre ich dann nicht mehr verständnisvoll für eine Person, die das nicht so sieht. Und deswegen ist eigentlich jedes Urteil, was ich wo fälle, schon eine Verurteilung. Schon falsch. Schon gespalten in richtig und falsch. Ja, aber ich glaube, die Frage ist ja, hast du deine Sicht, es ist so, und bist offen für die andere Sichtweise? Ja, das ist Das im ist ja Moment das andere. zum Weil Reden. Du kannst ja dann andere Sichtweisen reinbekommen und dann deine Meinung auch anpassen oder sagen, nein, ich bin trotzdem der Meinung, dass das so ist. Also ich glaube, das ist, aber viele Menschen beharren ja auf dem, was sie denken, das ist einfach so. Aber wir sind ja auch nicht fest. Das ist so. Wir sind ja eigentlich, bestehen ja auch aus Atomen. Und die feste Materie ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil. Ist schon interessant, dass davon. gerade die Gedanken, die so flüchtig sind, du kannst ja keinen Gedanken länger als einen Mikroaugenblick festhalten, so ist ja gleich der nächste Gedanke wieder, dass wir trotzdem aufgrund dessen, was wir denken, ein Bild von uns erschaffen, das wir dann über Jahrzehnte durchziehen oder Jahrtausende, so wir Menschen sind nun mal so. Ich weiß immer noch nicht, wie wir sind. Ich will auch gar nicht wissen, wie wir sind, weil Wie sobald wir ich was, sind. oder wie auch ich bin, wie irgendwas ist, also Wissen kann ich ja faktisch über nicht lebende Sachen sagen. Das kann ich ja exakt beschreiben, wie das ist. Wenn ich dich jetzt beschreiben würde, bis auf ein Mikroatom runter, im nächsten Moment ist das alles wieder anders. Da sterben Zellen, da entstehen neue, so, alles ist anders. So. Das ist so. Nein, sage ich, das ist nicht so. Es ändert sich ständig. Was sagst du, das Es ist so, dass sich verändert. Mann, Can, sag das doch mal. Red doch mal heute richtig, bist du ey. anstrengend. Ha, Nein, ich war anstrengend, das ist schon vorbei. jetzt bist du nicht mehr anstrengend. Nee. Ja, aber ich finde das spannend. Die Menschen haben wirklich das Gefühl, man ist so, wie man ist. Aber man hat ja die Freiheit, sich zu verändern, so Aber wie man man ist, sein was man möchte. Man ist, wie man ist. In dem Moment, du kannst mich, darf ich fluchen? Kannst mir am Arsch lecken. Entschuldigung. Ey, warte mal. Das war jetzt nicht persönlich gemeint. Nein, Das weiß man nicht. überhaupt nicht. Oh, aber guck mal, das ist jetzt, aber da würde ich garantiert, also ich weiß, ich habe das ganz allgemein gemeint, aber da ist jetzt ganz persönlich Ja, ist sehr ja viel, nicht was innen persönlich, ist. So. ja. Okay, Nee, die war aber nicht weil so du bist gemeint. wie sagt man, ein Klugscheißer. Nee, aber es ist ja, der Mensch ist, wie er ist, aber er kann sich verändern. Oh, so das wie würde er- heißen, ich er- esse klug. Du kannst auch ein Tüpfli-Schießer, Ich rede Dummscheiße auf. Ey. ein Dummschwätzer. Nein, aber es ist ja so, wir haben ja die Freiheit, eigentlich uns jeden Tag dazu zu entscheiden, wie wir sein möchten. Du kannst so weiterleben, ich kann so weiterleben wie vor einer Sekunde, oder ich kann mich jetzt entscheiden, dass ich anders bin. Ich kann jetzt ganz freundlich mit dir sein, aber ich kann mich auch entscheiden, jetzt dich anfangen anzufluchen und nicht mehr freundlich mit dir zu sein, wenn ich möchte. Ja, aber ich sag Mache halt, ich aber nicht. genau, das ist halt das Problem mit der Entscheidung. Ja, Also aber ich ich glaub, denke einmal irgendwo, aber mit so wenig Genauigkeit wie möglich. So zum Beispiel, ich möchte ein Licht sein für mich und das Leben. Bla bla bla. Ja, das ist halt krass, je weniger du konkret, weil wenn du konkret wirst, ist das eine krasse Eingrenzung. Wenn du jetzt sagst, ich entscheide mich dafür, ein positiver Mensch zu sein. Blöd, frag's nicht. Ich entscheide mich dafür, gut für alle zu sein. Nö, geht nicht. Weil das ist halt mit diesem Entscheiden und Urteilen für eine Sache. Ich entscheide mich. Wie ist denn das, wenn wir es negativ machen? Ich entscheide mich, nicht mehr freundlich nicht zu mehr sein. entscheiden zu müssen. Das heißt, ich mache einmal ultimativ, ich entscheide mich für Entschiedenheit sozusagen. Aber du weißt ja, der Kopf kennt ja das Wort nicht und das Bewusste und Deswegen benutze Unbewusste. ich es ja doppelt. Das heißt, wenn du sagst, ja, dann ist beides weg, also entscheidest du dich zu entscheiden. Das geht gar nicht. Du kannst ja, der Kopf kennt keine keine Verneinung. Negation. Dankeschön. Ja, ich weiß, du wolltest wegen rassistischer Sachen dieses nicht aussprechen. So. Das stimmt nicht. Ich hätte es fast falsch ausgesprochen. Nein. Ah Mann, ich hatte schon gegessen, die Diskussion bei der Arbeit.
Ja, das ist halt die Sachen mit Wörtern so. Dass wir da aber es ist manchmal zu wenig drauf geben, manchmal zu viel. Aber eigentlich geht es ja um das, was man miteinander fühlt. Und das, wenn man den anderen fühlt, dann, wenn man wirklich offen ist fürs Fühlen, was halt nicht geht, wenn ich vom Kopf her entscheide. Wenn ich sage, nur im Fühlen, dann passiert das ja nicht, dass ich ein falsches Urteil fälle, weil Fühlen ist ja immer nur im Augenblick. Ich merke ja, wann, ich hätte vorhin auch eben merken können, ob ein Kommentar in einer Richtung wie, aber das hat mich total überrascht. So. Da sind Sachen, da hast du dir in der Tiefe versteckt, aber. Entschuldigung. Ich fluche viel, nur bei dir nicht. Kannst aber meine Freunde fragen. Warum nicht? Weiß nicht. Ist doch scheiße. Also ich finde Scheiße ist kein Fluch. Mir kommt es langsam vor. Vielleicht fluche ich jetzt dann mehr. Scheiße ist absolut kein Fluch. Scheiße ist für mich in meiner Physiotherapie und auch fürs Leben ist das in Kombination mit egal das absolute Credo. Das ist, also ich habe keine Mantras, mag nicht, aber wenn ich eins hätte, wäre es scheißegal. Das ist so lustig. Ich habe da eine Geschichte. Als ich schwanger war mit meinem zweiten, habe ich das Kinderbett zusammengebaut. Und dann ist es zusammengefallen. Ich so, ach scheiße, meine Tochter stand daneben, da war sie 1,5 oder so. Und dann habe ich am nächsten Tag das Gitter gemacht bei der Türe, dass man da, ich glaube wegen ihr, dass sie nicht da rein kann. Und dann habe ich es hingemacht, dann steht sie da und sagt, Mama, du musst doch Scheiße sagen. Es funktioniert nur, wenn du Scheiße sagst. Dann habe ich gesagt, nee, ist gut, es geht ja. Aber das fand ich süß. Ja, genau, nee, ich habe dich trotzdem lieb, Can. Auch wenn scheißegal. Eigentlich ist, wenn ich jemanden anfluche, das ist ein Zeichen, dass ich es mag. Ich mache das bei Menschen, die ich nicht mag, das sage ich nicht so. Ja, aber Scheiße ist doch jetzt überhaupt kein Fluch. Nee, aber ich habe gesagt, du sollst mir im Arsch lecken. Ich habe nicht gesagt, du bist scheiße. Nein, das würde ich nicht sagen. Ja. Nee, aber das sage ich gerne mal, dass wir alle am Dings. Aber sag mal, wenn du... Warum schon wieder mit dem Lecken? Also bist du noch in einer oralen Phase hängen geblieben oder was? Oder ist das die Anal-Phase? Also so gibt es ja so dieses diese Phasen. Ich bin in der Leckphase. Geht da ihr raus. Ist ja beides. Ist egal. Genau. Das ist ein anderer Podcast. Nee, aber wenn du sagst, ja, die Entscheidung für und du sagst, man soll liebend leben. Wie machst du denn das, wenn du dich nicht dafür Nein, du lachst. Nein, wirklich. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich nur sagen, scheißegal. Weil Scheiße ist der beste Dünger, den es gibt. Indem ich sage, die Sache ist scheiße, gebe ich ihr das Potenzial, dass daraus was wachsen kann. Ja. Wenn ich es weghaben will oder wenn ich damit umgehen will, da habe ich Scheiße in der Hand oder es stinkt still in der Ecke. Aber wenn ich sage, scheißegal, was passiert denn da? Dann ist das... Der hat jetzt aufgegeben, weil du die ganze Zeit Scheiße sagst. Dann ist, ich weiß, was da ist. Der läuft ja auf Batterie und nicht auf Akku. Ja. Egal ist Egalität, es ist Gleichheit. Es ist dann jetzt halt so. Ja. Weißt du, es muss ja nicht jetzt wie ein Drama, guck mal, ich stehe auf und mache und dies und das, während irgendwie eine Podcast, es müsste seine Ordnung haben. Nein, muss es nicht. Es ist am Ende des Tages und am Ende des Lebens scheiße, es ist scheißegal. Wenn ich einen guten Tag hatte und einen schlechten Tag hatte, am nächsten Tag, wenn ich mir den Tag angucke und ihn wirklich dem das gebe, was er ist, dann ist das auch scheißegal. Also es ist ja gar nicht böse gemeint, aber sich da so an Dingen festhalten, nee, das kommt nicht gut, das macht es nicht gut. Wie soll ich denn sonst mit jemandem mich vertragen? Guck mal, du hast gesagt, wenn wir uns jetzt streiten würden und so. Solange du nicht scheißegal sagen kannst, wirst du mit mir keinen Frieden haben können. Und wenn ich nicht scheißegal sagen kann, werde ich mit dir keinen Frieden haben können. Dann kann ich sagen, ich habe ihr vergeben, aber ach komm, scheißegal, lass mir nicht mehr über sie reden. Es klingt ganz anders. Weil dann heißt es ja, leck mich am Arsch so. Aber ich habe dir vergeben. Wenn du dir jetzt den Rücken zu, dann weißt du, wo du lecken kannst. Ne? Das ist nicht cool. Das ist nicht schön. Entschuldigung für die Bilder, die wir hier den Leuten so geben. Aber, so viel zum Thema, in welcher Phase ich bin. Du bist auch in der fäkalen Phase, ich sehe es. Fäkale Phase gibt es nicht. Es gibt eine anale und eine orale. Es gibt auch die fäkale. Vielleicht nehmen Sie den und schmieren es da. Bin ich nicht. Nee. Die habe ich nie gemacht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich kann jetzt auch nicht mehr fragen. Ja!
Can. Ja, aber wie kommen denn die Menschen in die liebende Haltung, wenn du sagst, ist scheißegal. Wenn jemand sagt, dann ist mir scheißegal, ob ich liebend bin, ich lebe mein Leben so weiter. Was machst du jetzt? Mein Technik. Aber wie kommt man denn in die liebende Haltung, dass man liebt? Was ist denn das? Ich mache mir einfach darüber gewiss, wenn es keine Liebe ist. Hä? Ich muss mir nur darüber klar werden, was keine Liebe ist. Und wenn ich das jedes Mal merke, Mensch, das ist aber jetzt nicht liebevoll, das ist aber jetzt lieblos gewesen, ohne dann dabei lieblos mir gegenüber zu werden. Ja, aber dann ist es ja doch eine Entscheidung, dass du dich auf das achtest. Nein, das Wort achten ist falsch. Obachten ist falsch. Ich bin aufmerksam. Ich merke auf. Achten und aufmerksam sein ist das. Nein, ich muss gar nichts. Nein, ist nicht das Gleiche. Eine Obacht haben, eine Achtung ist so ein Warnsignal. Es sollte nicht sein. Aber Aufmerksamkeit heißt, ich bin aufmerksam zu allen Dingen, die geschehen. Ich merke sie und ich merke sie auf. Und ich mache nichts weiter damit. Ich will mich ja in Frieden lassen. Ich will mich ja nicht noch weiter ärgern über Dinge. Die ist extrem rot. Entschuldigung. Ist, weil du so nach Scheiße redest. Nee, du redest keine Scheiße. Oh, was machst du wieder? Ach, ich mach so mal mein Zeugs. Ja. Ich sehe es. Ja, aber ich glaube, es ist nicht wirklich so ein achtsames Leben, wie man mit den Menschen und sich umgeht. Oder ist das wieder das mit dass du willst keine Acht? Ich habe ein ganz anderes technisches Problem. Was denn? Es ist wieder gekommen. Das Licht wechselt heute mal? die ganze Zeit. Ja, ganz Achtsamkeit. Ich merke halt, ich kann nicht immer gleich achtsam sein, dem Menschen gegenüber. Aber ich kann zumindest, warte mal, am Anfang des Tages war so, und ich bin wie das, was ich erzählt habe, dass ich halt dass ich merke, irgendwas nimmt mir diese Klarheit, die ich den anderen Menschen gegenüber doch in mir habe, das ist irgendwie jetzt wie so ein Schleier vor. Habe ich einfach bemerkt. Und ja gut, ich gehe halt durch den Tag. Und dann habe ich gesehen, okay, ja, das passt so ein bisschen so zu dem, wie es sich gerade anfühlt. Ich habe das nicht ganz in dieser Tiefe wahrgenommen, aber halt grundsätzlich schon. Ich habe mich jetzt nicht gesagt, das muss anders werden. Und aber was ich mache, dadurch, dass ich mich in Ruhe lasse ich halt, warum sollte ich denn jemand anderen dann ärgern, so mit dem, dass ich wie jetzt gerade einen nicht so guten Tag habe. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, so, war dann auch so, dann bin ich da zum Najib gegangen, im türkischen Laden, obwohl er Afghane ist. Und dann sagte er so, das mit mir, was mit mir ist. So. Er sagte, ich sehe glücklich aus. So, ich so, oh krass, ich finde eigentlich genau das Gegenteil gerade. Also ich habe das Gefühl, bin gar nicht wirklich da. So. Und gestern Abend, als ich mich gut fühlte, war ich nochmal im Toki, ein Bierchen trinken, das ist wieder Alkohol. Und dann sagte Daniela zu mir, ich sehe so schwermütig aus. Und manche, nö, ja gar nicht so. Und dann war ich so, ja doch schon, so ein bisschen. Also hat er schon vorher wie angefangen. Ja gut, ist halt so. Aber ich weiß, wenn ich dann mit mir, weil ich habe das früher halt auch gehört, Jan, sei mal nicht so, sei mal so. Oh, du bist immer so. Ey, tut mir leid, ich bin Skorpion, ich muss die Tiefe des Lebens und das ganze Dunkle wie scheinbar erst einmal erfahren, bis ich dann mich von mir selbst befreien kann. So. Und ich glaube, dass das eben Prozess des Lebens bei jedem Menschen ist, dass man sozusagen sein Sternzeichen erstmal wie lebt und das Leben nur aus dieser Perspektive kennenlernt, um dann zu erfahren, ey, warte mal, ich bin ja nicht nur ich bin ja alles so, ich kann ja alle verstehen. Weißt du, wie ich das meine? Oder soll ich nochmal kurz astrologische Einführung nochmal geben? Nee, Astrologie ist jetzt nicht so. Meine Mama hat sich ganz fest damit auseinandergesetzt. Ja, es geht auch sie hat gar ihm nicht. immer gesagt, du bist so, weil der Pluto gerade das macht. Da habe ich gesagt, nee, ich bin wütend, weil du mich wütend machst. Jetzt sind wir mit dem entschuldigt, wenn sie gemein war, hat sie mir gesagt, weißt du, das ist wegen dem Planeten, bist du jetzt so. Ich so, nein, ich bin, weil du gemein warst. Aber schön, wenn man sich damit kann entschuldigen. Ich bin jetzt so wegen dem. Ich finde es spannend.
Ja, aber ich denke, es ist ja wichtig, wenn du für dich ein achtsames Leben führst, dann bist du auch liebevoller zu dir. Kann man das so sagen? Ja. Will ich nicht, aber einfach sagen, es das sind auf jeden Fall die Tage, wo ich weniger rauche oder gar nicht rauche. Wo du achtsamer bist. Ja. Also, wo dann gar nicht das Bedürfnis da ist. Ein Bedürfnis würde ich dann nie nennen. Es ist wirklich aus so einer. Also, ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nur rauche und trinke, wenn ich irgendwo mit Beziehungen, wo ich nicht gute Beziehungen gerade habe mit Menschen. Okay. Wenn ich nur gute Beziehungen habe mit meinen Menschen, dann, was soll ich mit dem Scheiß? Vergiss mal. Ist jetzt leider ein paar Jahre her so, dass ich nur gute Beziehungen hatte. Aber genau daher kommt dann halt auch der Versuch zu gucken, was in einem selbst das ist, was das bedingt. Und wir haben ja, das machen wir ja alle. Wir haben ja alle, klar kann ich dann sagen, oh, ich zeige nur noch meine guten Eigenschaften, aber ich glaube, dann verlieren wir ein bisschen eine Tiefe, die wichtig ist im Reifeprozess, die man dann halt auch seinen Mitmenschen und seinen Kindern der nächsten Generation übergibt. So. Und das habe ich halt nie machen können. So. Es ist halt auch mit meinen Jungs so. Ich rede mit denen einfach, die wissen, dass ich nicht klarkomme im Leben. So. Und dass ich das wie nie beanspruche, direkt klarzukommen. Weil, was soll ich denen erzählen? So, Jungs, das Leben ist einfach, macht es euch einfach, nehmt den einfachsten Weg, dann seid ihr erfolgreich und wenn ihr sterbt, achtet darauf, dass ihr selbstzufrieden sterbt. Alle anderen sind egal. Weil das ist einfach, das ist super easy. Ja, aber spätestens, wenn die sterben, werden sie merken, dass es genau nicht so ist. Ja, aber gut, manche gibt es, die sagen dann so, nee, warte mal, das ist ja so, ich sterbe ja als Seele und dann werde ich, da ich so mit dieser Energie gestorben bin, komme ich dann in ein Paradies oder wenn ich wiedergeboren werde, werde ich wieder in den gleichen Energien weiterleben und so. Ja, kann man sich halt alles wie zurechtreden, aber für mich ist halt wie das Wichtigste das Jetzt. Ja. Ich ehrlich bin zu dem, was ist. Auch wenn es scheiße ist. Aber wenn ich sehen kann, scheiße ist Dünger, weißt du, Liebe heißt ja nicht, dass ich permanent so wie, keine Ahnung, so was denken Menschen so? Jesus, der nicht ausrastet. Jesus, der sich so clever verhält, dass er nicht ans Kreuz genagelt wird, oder wie? Das hat ja nichts mit Cleverness zu tun. Wir sind alle hier und wir werden alle sterben und das ist zwischenzeitlich sehr, sehr schön und auch sehr, sehr schlimm. Ist halt so. Aber die Gründe dafür liegen halt einfach darin, wie wir jetzt in diesem Moment mit unseren Mitmenschen und mit uns selbst umgehen. Ja, Liebe bedeutet ja auch, dass man nicht nur jemanden liebt, wenn es gut läuft, sondern dass man ja jemanden liebt, auch wenn es nicht gut läuft. Oder sich selbst liebt, wenn es nicht gut läuft. Das andere ist ja keine Liebe. Das ist ja genau in einer Beziehung genauso. Wenn du den Partner du liebst, wenn es gut läuft und sonst nicht, ist ja keine Liebe. Wie in guten wie in schlechten Zeiten, wenn man heiratet. Es geht auch gar nicht darum, damit was zu machen, wenn es schlecht ist. Oder es gut zu finden, wenn es gut ist. Oder schlecht zu finden, wenn es schlecht ist. Es ist halt das, was es ist. Und das ist halt cool, wenn zwei Menschen zusammenkommen und sagen, wir reden nicht mehr drüber, wir sind zusammen. Spielt keine Rolle, wie es kommt. So. Und ich glaube, das kann man mit so vielen Menschen machen. Das braucht nicht nur Mann und Frau, sondern das könnten wir als Menschheit mit jedem von uns miteinander machen. Weil das braucht keinen Aufwand, braucht keine Energie. Aber es braucht erstmal Energie zu sehen, warum wir und woher oder was auch immer. Das verbraucht Energie. Sogar noch die Ursachen herausfinden zu wollen. Ich kann einfach aufhören, mich zu ärgern. Und wütend und traurig zu sein und mich ärgern. Heißt arg nehmen. Vergangenheit mal wirklich, es gibt doch da irgendwo dieses kleine Fenster, wo ich sagen kann, scheißegal. Das ist so. Das ist ganz was anderes, als zu sagen, draufgeschissen. Obwohl, manchmal muss es auch. Manchmal ja, aber auch dann ist es scheißegal. Das ist ja so cool. Wenn du im Affekt das dann machst, so, und der andere sagt, ja, hättest du nicht machen sollen. Nee, scheißegal. Macht jetzt gerade seine Show. Ja, ich finde das so geil, so diese sich mal darüber zu erfreuen, wenn jemand seine
Sachen auslebt so. Weißt du, was das heißt? Der ist so offen und ehrlich gerade oder sie zeigt so das derbste Ego-Ding, öffnet sich sozusagen, zeigt sich von der miesesten Seite und dann heißt es, nee, das darfst du nicht. So wie als wenn du dich als Kind frei verhältst und dann heißt es, nee, darfst du nicht so sein, nie wieder. Hat man gleich beide erschossen mit so einem Spruch. Ernsthaft, da lebt doch nichts mehr. Sei nicht so. Mach das Sei nicht so, wie du bist. Du musst Alter. doch so sein. Sei mal so gut und schau mal, dreh mal dieses Display, ohne es abzubrechen. Ja, genau das. Was du mir da... Wie viele Minuten sind da unten rechts? 1 Minute 50 Sekunden. Das reicht doch jetzt. Ja. Aber 1,5 Stunden. Wir haben 1 Stunde 20 Minuten. Geredet. 80 Minuten. Wollen wir uns eigentlich mal noch vorstellen oder machen wir das in der Beschreibung? Wir sind in der Beschreibung so, wir haben nicht die Zeit für sowas. Das ist Jan. Dolores. Genau. Vorstellung. Ja. Nein. Wer da redet. Braucht es wie gar nicht so. Also, sich Sachen vorzustellen. Einander vorzustellen. Wer uns kennenlernen will, wird uns kennenlernen, aber darum geht es auch jetzt hier nicht. Okay. Das ist so.